So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Werner Graf, ich bin der Spitzenkandidat vom Bündnis 90 Die Grünen hier für die Abgeordnetenhauswahl und ich würde gerne hier auch regierender Bürgermeister werden. Beides? Ja, also wie beides. Ich bin Spitzenkandidat im Augenblick und möchte gerne der Regierende werden. Aber ihr habt ja sogar ein Spitzenduo. Muss man da nicht nur auswürfeln, wer denn da Bürgermeister werden würde, falls ihr die stärkste Partei sein würdet? Also wir sind eine demokratische Partei, deshalb würfeln wir selten und entscheiden vieles. Und wir haben das schon entschieden und so gehen wir auch ganz klar rein, dass wenn wir den Regierenden stellen können, dass ich der Regierende werden würde. Warum? Warum nicht Bettina? Also Bettina war vor 5 Jahren jetzt, könnt ihr nochmal nachgucken. Bettina Jarasch, warum wärst du es jetzt? Na, ich glaube, wir wollen der Stadt ein neues Angebot auch machen. Wir haben auch vieles aus Rot-Grün-Rot nochmal gelernt und auch mit der Art und Weise, wie ich Politik mache, auch nochmal in diesen Wahlkampf zu gehen, was, glaube ich, schon was Zusammenführendes hat. Wir wollen sehr dafür kämpfen, dass wir auch ein rot-grün-rotes Bündnis hier wieder hinbekommen, weil das, glaube ich, für die Stadt wirklich entscheidend ist. Und auch mit den Positionen, die ich viele mit reingebracht habe, auch vom linken Flügel, glaube ich, gab auch das Interesse, dass wir das jetzt mit mir mal reingehen. Es gab ja auch viel Kritik an der alten Regierung, dass wir da sehr zerstritten waren und da wollten wir schon auch ein Zeichen setzen, dass das in eine andere Richtung geht und wir auch was anderes vorhaben. Also weil gerade in den Zeiten, die wir jetzt aus sind, die auch der Demokratie, glaube ich, auch von vielen Seiten angegriffen wird, auch das Gemeinschaftliche nach vorne geht. Darum treten wir als Team an. Ich und Bettina sind auch sehr dicke und arbeiten sehr eng zusammen, mögen uns sehr gerne und sind auch sehr konstruktiv miteinander. Aber es war jetzt schon dann auch die Entscheidung, mal mit einer neuen Person hier anzutreten. Was wärst du für ein Bürgermeister? Ich möchte gerne ein Bürgermeister werden, der eine klare Haltung hat und ein klares Ziel, wo es hingeht, der auch die Regierung zusammenführt und auch miteinander führt, aber der nicht und ich glaube, das größte Problem, und das möchte ich nicht, war in den letzten Jahren immer wieder, dass wir so eine Situation haben, dass der Mund extrem vollgenommen wurde, dass extrem viel versprochen wurde. Kai Wegner hat gesagt, wir könnten morgen Olympia ausrichten. Es wurde eine Magnetschwebebahn versprochen. Jetzt im Wahlkampf höre ich auch schon wieder alles vergessen. Ja. Magnetschwebebahn. Steht bei denen noch im Wahlprogramm. Ja. Und aber das Problem ist auch, also um das mal kurz... biege ich mal kurz ab, können gleich nochmal zurück. Aber das hat auch negative Auswirkungen, weil sie diese Magnetschwebebahn die ganze Zeit fordern, haben sie die Pläne für den Trambau in Spandau eingestellt. Und das heißt, wenn wir in Spandau jetzt einen Tram aufbauen wollen, müssten wir wieder von Null anfangen oder müssen wir wieder von Null anfangen. Und dieses Mund die ganze Zeit zu voll nehmen, immer noch eins oben drauf zu setzen, das führt dann auch dazu und immer wieder was Neues. Auch jetzt eine neue Hochschule, habe ich gehört. Ich glaube, das sind so Vorschläge, die aus meiner Sicht heraus falsch sind. Das Erste, aus meiner Sicht ist es falsch, weil sie nicht erfüllt werden. Und wir sagen den Menschen die ganze Zeit Sachen, die dann am Ende nicht kommen. Und ich glaube, wir brauchen schon eine Politik von Sachen, die auch kommen werden. Also ich würde keine 10 neuen U-Bahn-Linien versprechen, sondern wir wollen die U-Bahn-Wagenbestellungen jetzt, die wir mal aufgegeben haben, nicht halbieren, sondern ganz haben mit den 1500 Wagen, damit sie wieder pünktlich und verlässlich kommt, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, wir brauchen keine neue Hochschule, sondern wir müssten jetzt anfangen, die Hochschulen, die wir haben, mal im Bestand zu sanieren. Ja, und nicht wieder woanders was Neues zu bauen. Und vielleicht ist das dann oft nicht so sexy, aber das ist, glaube ich, wichtig. Und als Regierender, glaube ich, müssen wir genau das ändern, dass wir wegkommen von diesen, wir setzen immer einen drauf, wir sind ein Lautsprecher, wir machen immer noch eins mehr. Und ich hätte gerne eine Regierung, wo wir sagen, wir nehmen uns Ziele vor. Ja? Wir arbeiten an Missionen und dann machen wir auch Projekteinheiten, wo auch verschiedene zusammenarbeiten, die verschiedenen Senatshäuser, die Unternehmen, die wir haben, auch vielleicht aus der Zivilgesellschaft Akteure und haben in regelmäßigen Bereichen, gehen wir da voran. Und ich will mal sagen, es gab ja auch Beispiele, wo das schon funktioniert hat in Berlin. Wowereit hat das zum Beispiel, was das Thema Tourismus und auch Kultur angeht, einmal genauso gemacht. Und da sind wir auch vorangekommen. So, jetzt gibt es dann andere Probleme beim Tourismus natürlich. Wie kann man das so machen, dass wir nicht mehr Airbnb haben und auch die Leute in die Hotels gehen? Aber wirklich so projektbezogen mehr zu arbeiten und sich zu sagen, wir setzen uns Ziele, wo wir hinwollen. Und wir sind nicht nur Maßnahmen verliebt, sondern wir wollen diese Verbesserung. Wir wollen eine saubere Stadt. Wir wollen sehen, dass die Stadt bezahlbar ist. Wir wollen beim Klimaschutz vorankommen. Wir wollen, dass kein Mensch mehr im Berliner Verkehr stirbt. Also, dass wir uns solche Ziele setzen und dann zusammen dafür arbeiten. Gut, das andere den Mund zu vollnehmen, ist mir klar, dass du das sagen musst. Wir prüfen jetzt mal die nächsten Stunden, ob die Grünen den Mund zu voll nehmen und voll genommen haben. Ihr wart ja auch teilweise der Regierungskoalition in den letzten Jahren. Müssen wir gleich mal besprechen. Aber nochmal zum Ziele setzen. Weil du ja Bürgermeister werden könntest und willst. Ja. Ist das dein Lebenstraum?
Also ist ich meine, du bist in die Politik gegangen, reden wir gleich nochmal drüber und so weiter. Hast du dir irgendwann das Ziel gesetzt, ich will hier Ministerpräsident quasi in Berlin werden, regierender Bürgermeister? Also so nicht. Also für mich ist erstmal ist es tatsächlich so, ich war von Anfang an ein politischer Mensch, seitdem ich denken kann. Also in der 3. Klasse habe ich meinen Pfarrer so lange genervt, bis er dann in den Kirchenzettel eine Anzeige reingeschrieben hat, dass wir eine Weltladen gründen wollen. Weil ich habe mitgekriegt, dass in einer anderen Gemeinde das war und habe mich dann ein bisschen belesen und habe gesehen, wie ungerecht diese Welt ist und wollte das unbedingt. Und habe seitdem her immer gearbeitet. Und irgendwie kamen meine Wünsche und meine Träume dann immer wieder als nächstes. Also ich weiß noch, wie ich damals den Traum hatte, Landesvorsitzender hier in Berlin zu werden. Und das war der Punkt, wo ich das dann klar war, das durfte ich werden, konnte ich mein Glück nicht fassen. Und auch jetzt ist es gerade so, dass ich manchmal mich vorkomme wie dieser kleine Junge, der neben einen steht und einen ansieht und denkt, ah krass, ich darf für die Grünen, meine Lieblingspartei, für die Stadt, die ich liebe, in diesen Wahlkampf ziehen, weil ich hier und dafür werben, dass wir diese Stadt voranbringen, klimagerecht, bezahlbar, frei, für das, was mir am Herzen liegt. Und auch mit meiner Vita dafür werben, dass das eigentlich das ist, wie wir da vorangehen können. Also ich kann manchmal das nicht ganz fassen, aber mein Ding war schon immer so, dass eigentlich eher der nächste Schritt mein nächster Traum war. Und das hat mir aber auch geholfen, dass ich die Jobs, die ich gemacht habe, nicht gemacht habe, um nochmal eins weiterzukommen. Ich hätte, glaube ich, in der Zeit nie dran gedacht, dass ich dahin darf, wo ich jetzt gerade bin. Aber kannst du was Größeres geben als regierender Bürgermeister in Berlin? Nee. Nee, also ich finde das schon, also für mich im Augenblick. Kannst du noch Kanzler werden oder so weiter, ne? Aber, also für mich, ist so, dass es für mich im Augenblick keine schönere Vorstellung geben könnte, als regierender Bürgermeister von Berlin zu sein. Und auch, ich fände auch die Vorstellung, Kanzler zu sein, nicht so interessant, weil ich finde, in Berlin ist ja immer, und das war auch etwas, was mir, glaube ich, schon wichtig war, aus einer Kreuzberger Tradition von den Grünen heraus. Also auch dieses Mal voranzugehen, sich was zu trauen, was zu tun, was jetzt vielleicht, was noch nicht überall schon State of the Art ist. Vorne mit dabei zu sein, das treibt mich schon an. Und da ist Berlin natürlich auch mit der Gesellschaft, die wir haben, auch mit eigentlich einer linken Mehrheit. Seit der Wiedervereinigung gab es hier in Berlin immer eigentlich nur linke Mehrheiten. Eine Stadt, wo man sich auch sowas trauen kann. Und ich weiß zum Beispiel, wir haben als Rot-Grün-Rot beim Mietendeckel ja ziemlich haben wir dann vom Bundesverfassungsgericht sind wir gescheitert wegen der Zuständigkeit. Und wir wussten ja, dass es schwierig wird. Und wir wussten auch nicht, wie es ausgehen wird. Also es gab Rechtsgutachten, die gesagt haben, es könnte klappen und ihr könnt zuständig sein. Und es gab Rechtsgutachten, die nicht sind. Und da bin ich klar auf der Position, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das merken wir uns. Ne? Das hier ist so gut. Okay. Nein, aber ich will schon, dass man Sachen versucht, um die Berlinerinnen und Berliner mitzuhelfen. Und das ist, glaube ich, schon der Ansatz. Also, jetzt weiß ich nicht, wo ich den Faden gerade verloren habe, aber Und deshalb glaube ich schon, dass Berlin so ein Ort ist, wo auch die Art und Weise, wie ich gerne Politik mache, für was ich auch stehe, der perfekte Ort ist, um hier auch regierender Bürgermeister zu sein. Man hört es vielleicht schon, aber du kommst nicht aus Berlin. Ja. Aber ich liebe Berlin. Wo kommst du her? Ich komme aus der Oberpfalz. Es ist zwischen Nürnberg und Regensburg in Bayern. Da bin ich aufgewachsen, habe dann da auch in Regensburg dann meinen Zivildienst gemacht, war dann kurze Zeit noch in Nürnberg. Warum bist du nicht bayerischer Ministerpräsident? Warum ist das kein Traum? Ich glaube, da bräuchten wir auch mal ein paar progressive Kräfte. Naja, mich hat es dann irgendwann, ich habe dann in Nürnberg ja eine Zeitung gegründet, das Hanfjournal, und die Liebe nach Berlin war für mich immer riesig. Oh. Also, Berlin ist für mich die Stadt der Freiheit und ich konnte hierher ziehen und es war klar, ich kann hier mit meinem Mann Händchen haltend über die Straßen laufen. Bayern nicht? Ne, es war in der Zeit, damals fand ich das schon schwierig. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich da ausleben konnte. Ich habe in Berlin auch die Techno-Szene sehr genossen. Das war natürlich auch ein Teil, auch die Kulturszene. Also dieses ganze, diese Strahlkraft, die Berlin hat, die sie ausstrahlt, das ist schon etwas, was mich total angezogen hat. Und ich habe damals schon, deswegen haben wir dann auch die Firma nach Berlin verlegt, weil wir und ich auch hier leben wollten. Und das habe ich auch getan. Also das ist für mich schon, ich war ja dann auch nochmal im Ausland ein bisschen, aber ich könnte mir für mich keine schönere Stadt zum Leben vorstellen. Was war damals dein Lieblingsclub und was ist er heute? Also damals war es das Osgut, das ist der Vorgänger von Berghain, der steht dort, wo jetzt diese Uber-Arena steht, heißt sie gerade. Ein schrecklicher Platz ist das geworden. Ich glaube, da sieht man, was Stadtentwicklung eine Stadt zerstören kann. Und heute? Was? Und heute? Heute eigentlich, also ehrlich gesagt, komme ich nicht mehr zum Feiern. Also, nee.
es ist. Alle paar Monate muss man noch mal drin sein. Ja, aber nicht mehr in Clubs. Also wenn dann mit Freunden, dann trifft man sich privat. Man wird ja auch älter. Ist schon, also ich gehe auch mal gern tanzen. Ich war auf dem CSD und der war ja, also das, was dann danach passiert, das war schrecklich, aber ich habe den ganzen Tag auf unserem Wagen durchgetanzt, das war wunderbar. Also, aber gerade ist natürlich auch mein Leben wahnsinnig anstrengend. Also, oh Gott, das soll jetzt nicht, ich mache jetzt nicht den März und jammer rum. Ich liebe das gerade und das ist eine Riesenehre, aber ist natürlich schon sehr durchgetaktet und ich brauche die Kraft auch. Und es ist auch viel Adrenalin mit dabei, was man alles machen darf. Also insofern ist das schon, also komme ich gerade zum Feiern so gut wie gar nicht. Erinnerst du dich noch an deine erste Wohnung in Berlin, was du bezahlt hast? Oh Gott, ich erinnere mich, die war damals in der Leinestraße am Helmholtzplatz. Da war ich aber relativ kurz, das waren aber ein paar hundert Euro. Also, und dann bin ich in eine richtig große WG mit 8 Leuten gezogen. Da waren es dann auch, je nachdem, nach dem Zimmergröße, da bin ich ein paar Mal umgezogen, auch ein paar hundert Euro. Also es war deutlich günstiger und man konnte sich das Umziehen noch leisten. Ja. Ich bin 2006 hergezogen, in dem Wedding, habe 260 Euro gezahlt für mein WG-Zimmer. Und wenn wir jetzt hinkriegen, dass wir Studentenwohnungen für 500 irgendwie aufbauen, sind wir glücklich. Also es ist schon, und auch dieses, also wie flexibel man damals ja auch noch war. Man ist dann hin und her gezogen, also so dieses, wir haben da so ein Loft dann angemietet und wir hatten noch nicht alle Leute zusammen, aber wir wollten so eine große WG, das war auch, also da haben wir auch ein paar Techno-Partys drin gefeiert. Das war dann schon, also das war schon eine Art von Freiheit, die man jetzt gerade nicht mehr hat. So, 1980 bist du geboren, 99 hast du Abi gemacht. Die Zeit zwischen 99 und 2006 kommen wir gleich mal zu, aber das 2006 bis 2010 internationales Politikmanagement studiert. Ja. Und dazwischen, hast du es ja gerade schon gesagt, fand ich sehr interessant. Du warst Chefredakteur und Herausgeber von 2001 bis 2005 des Hanf-Journals. Ja. Wann hast du angefangen zu kiffen? Also ich habe natürlich auch mal gekifft. Ich habe also in der Grünen Jugend, in der Zeit, wo ich war ja auch 2000, 2001 oder 99, ich glaube 2000, 2001 oder 99, 2000 Sprecher der Grünen Jugend auf Bundesebene. Da wurde auch schon gekifft, aber ich habe relativ spät mit dem Kiffen angefangen, erst in dieser Zeit rum. Also ich habe in meiner Schulzeit gar nicht viel gekifft. Nee, das habe ich mich gefragt, wenn du 99 Abi gemacht hast und 2001 dein Kifferjournal angefangen hast. Dann gehe ich davon aus, dass du dazwischen irgendwann mit Kiffen angefangen hast, sonst niemand macht. Naja, ich habe bei der Grünen Jugend, wie ich dort war, habe ich auch gekifft und ich habe mich aber, man muss nicht immer alles tun, wofür man sich auch einsetzt. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite, also aber jetzt keine Angst, da habe ich in der Zeit schon. In der Zeit in der Grünen Jugend habe ich mich auch sehr für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt und da war ich in diesen vielen Kreisen, auch mit Verbänden, aber auch Unternehmen, die es da ja auch gab, auch unterwegs, habe oft die Hanfparaden mit entweder organisiert oder war dort. Ja. Und dann hat sich das natürlich so ergeben, dass man aus so einem Kreis heraus, als ich dann nicht mehr Sprecher der Grünen Jugend war, das war ja so ein Übergang dann von Sprecher Grünen Jugend dann zum Hanfjournal, das auch als weiterer Aktivismus auch gesehen habe. Also es war schon mehr Aktivismus als Journalismus. Also da glaube ich, kann ich mich noch nicht so. Aber warum gründet man gleich ein Magazin? Das ist so selten. Na, wie gesagt, es war schon eigentlich mehr Aktivismus als Journalismus, ja, weil ich die Legalisierung von Cannabis wollte. Weil ich es falsch finde, dass wir Menschen verfolgen, wir haben in Deutschland eine ganz große Menge an Menschen, die konsumieren Cannabis. Und wir sehen international im Vergleich überall, dass das Verbot nicht dazu geführt hat beim Kiffen, dass es weniger Menschen konsumieren. Aber wir sehen, dass Menschen, die problematischen Konsummuster entwickeln, viel später in die Therapieeinrichtungen kommen, weil sie sich trauen, weniger dorthin zu gehen. Wir haben, wenn man mit Therapieeinrichtungen redet, ist auch dieses zu erklären, du darfst nie kiffen, aber besonders nicht, wenn du Auto fährst, ist total schwierig. Also nie und nie. Die Unterscheidung ist irgendwie nach außen zu erklären auch schwierig. Aber auch die Frage nach, was konsumieren die Leute eigentlich? Wissen sie, was da drin ist? Können sie das auch wissen, haben sie mehr was mehr Sativa ist oder mehr Indica? Also, dass man das auch bewusst auch steuern kann und wie stark ist es eigentlich, als dass man auch diesen selbstbewussten Konsum damit stärken kann. Das war schon ein wichtiger Punkt. Jetzt ist ja Cannabis noch nicht ganz legalisiert. So legalisiert, wie wir beide uns das vielleicht wünschen würden. Mhm. Aber wir haben ja ein bisschen Progress erlebt. Baust du zu Hause an oder bist du im Cannabis-Club?
Weder noch, ich kiffe zurzeit nicht, weil ich tatsächlich im Augenblick keinen Alkohol und keinen Cannabis und also keinen Drogen zu mir nehme, weil die Der alte Hanfjournal-Aktivist hat einen klaren Kopf für den Wahlkampf und will als Regierender einen klaren Kopf haben. Also auch dein Partner, ihr baut nicht an zu Hause? Das hätte ich ja gedacht. Nee. Okay. Nee. Also ich habe das natürlich auch einmal probiert, also wie es dann legal war und man da durfte. Aber das ist jetzt im Augenblick, steht das alles nicht zur Debatte, weil tatsächlich, ich konsumiere gerade nichts, also Kaffee und sowas, aber ich trinke auch keinen Alkohol gerade, aber tatsächlich, kein Vorwurf. Das zieht mir zu viel Kraft und ich brauche diese Kraft und den klaren Kopf für den Wahlkampf und ich glaube auch, wenn ich Regierender werde, dann auch dafür. Wie klappt das dann mit diesen Cannabis-Clubs hier in Berlin? Ja, noch nicht so richtig. Also die müssten deutlich besser ausgebaut werden. Also soweit jetzt meine Information ist. Also so richtig gab es viele Hürden, auch wie man an dann die Substanzen kommt. Es ist ja vieles jetzt über die Apotheken dann drumherum gelaufen, was eigentlich auch nicht so gut ist. Und wir haben nach wie vor noch einen großen Schwarzmarkt, wenn ich das richtig sehe. Das ist jetzt halt auch gerade, weil es noch nicht so legalisiert ist, wie man das gerne hätte, noch nicht so weit. Ich hatte letztens mit Steffen Krach, der hat ja letzte Woche angefangen von der SPD, da ging es um die Drogentaxis hier, Koks-Taxis. Hat ja irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, dass man sich schnell irgendwie Koks besorgen kann, aber mittlerweile bekommt man ja, was ich so höre, alles Mögliche. Quasi auf Knopfdruck innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde hier in Berlin. Ist das gut so? Nee, weil wir im Augenblick eine Situation haben, wo das organisierte Kriminalität natürlich da wahnsinnige Gelder macht. Und mit diesen Geldern werden Kriege in Mexiko finanziert, werden Menschenhandel finanziert, werden Waffen finanziert. Und natürlich müssen wir auch sehen, dass die organisierte Kriminalität das Handwerk gelegt wird. Und wir müssen auf der anderen Seite aber auch sehen, wie können wir Leute helfen, die schwierige Konsummuster auch mit ausbauen. Und wir sind ja zum Beispiel bei einigen Fragen, wie bei Heroin ja auch schon weiter, wo wir sagen, die abhängig sind, die kriegen auch eine Therapie, Substitution oder können auch Heroin selber bekommen. Das geht jetzt fast kaum noch, weil es kein Arzt mehr fast macht, aber eigentlich würde es gehen. Und wir haben ja in den Zeiten gemerkt, wo wir genau das gemacht haben, dass wir in die Therapien besser eingestiegen sind und den Leuten, die das entwickeln haben, auch helfen, dass die Drogentoten enorm nach unten gegangen sind, dass auch die Probleme auf den Straßen weiter nach unten gegangen sind. Und es ist ja natürlich auch, wenn ich bestimmte Parks im Augenblick ansehe, mit bestimmten Konsummustern ist das nicht schön. Also es geht ja auch nicht, dass Kinder auf Spielplätzen Spritzen finden. Also da müssen wir natürlich auch sehen, wie geht man da weiter voran. Da sind wir uns einig. Aber die Koks-Taxis, das ist ja quasi jetzt, ich meine, in Görli ist viel Armut verkauft und arme Menschen gehen da hin und kaufen. Bei den Koks-Taxis habe ich irgendwie jetzt das Gefühl, das ist hier was für Bessergestellte. Leute, wollt ihr da was dagegen machen? Sollte man was dagegen machen? Und wenn ja, wie? Also das Erste ist, glaube ich, dass also die Frage ist, wo will ich das dann wie haben? Also es findet im Augenblick ja statt. Also ich kann ja die Augen verschließen und sagen, ich habe es verboten und dann ist es weg. So, das ist ja die Taktik von manchen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dann einfach nur heißt, also wenn man mit alternativen Vorschlägen kommt, dann wird ja immer gleich, gibt es ein großes Tobabo, auch medial, wo dann viel drüber angegriffen wird. Aber auf der anderen Seite hilft es ja nichts, wenn die dann wenn die sagen, erstmal, wir haben ein Problem und es ist verboten und damit es besser wird, verbiete ich es noch mehr. Ja. Also das ist ja eine Logik, die habe ich noch nicht verstanden. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich halt sehen muss, wie kriege ich die Menschen in Hilfestrukturen. Und das tue ich, wenn ich eben zum Beispiel Drug-Checking ausbaue. Wir haben hier ganz wenige Angebote nur von Drug-Checking. Überall, wenn ich dorthin gehe, wo es das angeboten wird und mit den Leuten spreche, mit den Trägern, zum Beispiel beim Schwulenbüro, nee, jetzt fällt mir aber die dort... die können viel, viel mehr anbieten und dort kommen die aber auch mit den Konsumenten in Kontakt und können dann ihnen auch helfen, wenn es schwierige Konsummuster geht. Und ja, ich will auf der anderen Seite sagen, also ich glaube, wir müssen auch sehen, wir wollen aber auch das Dealen im öffentlichen Alltag nicht. Also auch das ist etwas, was natürlich sehr viele belästigt und ich glaube schon, dass das auch, wenn ich jetzt sehe, dass gerade rund um Spielplätzen, auf öffentlichen Plätzen, im Parks gedealt wird, ist vor allem das, was ich in Zukunft erstmal unterbinden will, damit die Leute dort auch den öffentlichen Raum wieder nutzen können. Aber wo soll dann gedealt werden? Beziehungsweise wo soll man sich das Zeug holen? Naja, also ich frage das natürlich, weil du warst dir noch 2022, hast du verkündet, es gibt ein Recht auf Rausch. Ja.
in Berlin und es sei selbstverständlich, dass also in Berlin, dass die Leute Drogen nehmen können. Naja, früher, also kenne ich das aus alten Zeiten noch, wo ich Cannabis konsumiert habe, dass man da einen Dealer hatte, zu dem man mal gefahren ist und da was gekauft hat. Das hatte natürlich öfters sozial verträglichere Ebenen als das, wie das im Augenblick stattfindet. Aber wie gesagt... Also, soll man aber wieder zum Dealer fahren, anstatt dass der Dealer mit Koks-Taxi zu mir kommt? Die Frage ist ja erstmal, also ich möchte erstmal, dass die wirklich abhängig werden, dass auch denen auch geholfen wird und nicht, dass die Polizei hinter ihnen herläuft. Das ist, glaube ich, schon das Entscheidende. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass wir diesen öffentlichen Raum für uns auch zurückgewinnen und dort nicht das Dealen auf vielen Ebenen auch haben. Aber natürlich ist es im Augenblick so, dass in einer Stadt wie Berlin, wenn wir das Grundwasser testen, wir feststellen, dass ganz, ganz viele Menschen Koks konsumieren. Und wie gesagt, da ist mir am liebsten, die holen es nicht im Park und ich habe da nicht die Dealerstrukturen im Park. Aber wo denn? Naja, ich muss jetzt nicht das organisierte Kriminalität organisieren. Also das ist ja nicht meine Aufgabe. Also die... Ja, aber wenn die Berliner, wie du sagst, ein Recht auf Rausch haben, aber gleichzeitig sich das nicht... Naja, das Recht auf Rausch habe ich damals gesagt, das würde ich jetzt so von der Rechtsabsprechung, hat das ja weder das Bundesverfassungsgericht dann so genauso gemacht als... Also das ist eine sehr pointierte Zustimmung, da ging es auch um Cannabis. Ja. Wir können dann gleich mal gucken, was ihr sogar beschlossen habt. Ja. Aber ich frage das natürlich, weil ich habe natürlich mich vorbereitet und letztes Jahr habt ihr ein Interview gegeben, nachdem Bundestagswahl für euch kaputt gegangen ist und da war natürlich so Wahlanalyse, wo du in dem Interview auch mit Bettina zusammen gesagt habt, ihr wollt die besten Grünen sein, die ihr sein könnt. Und ihr wollt euch auf eure eigenen Stärken zurückbesinnen. Das hast du letztes Jahr als Anspruch ausgegeben. Jetzt frage ich mich natürlich, beziehungsweise für das Interview jetzt so, ist denn das jetzt so? Also zeigt ihr, dass die besten Grünen sein können? Ich hoffe schon, aber es ist ja erstmal, also ich bin nicht für eine komplette Legalisierung von harten Drogen, so das war ich auch nicht so. Ja? Also das will ich erst mal sagen, also ich will nicht, dass man in Läden gehen kann und das da kaufen kann. Ja, was ich meine, du hast 2022 gesagt, es gibt ein Recht auf Rausch in Berlin. Ihr habt 2022 gesagt, dass auch harte Partydrogen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine entkriminalisiert werden sollen. Entkriminalisiert. Das ist eure Beschlusslage. Ja, aber das ist was anderes. Also wir diskutieren jetzt gerade über entkriminalisiert oder legalisiert. Das sind schon zwei verschiedene Ebenen. Aber es ist mir schon wichtig, dass wir das auch nochmal ansehen. Wollte ich auch nicht sagen, aber ihr habt gesagt, Kokain, Ecstasy, Amphetamine soll entkriminalisiert werden. Also dafür soll man nicht bestraft werden. Ja. Jetzt frage ich mich... Wie es zum Beispiel in Schleswig-Holstein der Fall ist. Genau. Aber ihr wollt ja heutzutage die besten Grünen sein. Jetzt habt ihr vor ein paar Jahren echt gute Ideen gehabt. Wenn ich jetzt das Wahlprogramm 2026 gucke, ist weder dein Recht auf Rausch drin, noch die Entkriminalisierung von Kokain, Ecstasy und Amphetamin. Ihr wart also mal besser in Sachen Drogen. Also warum finde ich jetzt in eurem Wahlprogramm nicht die besten Grünen? Na, erstmal ist, glaube ich, unser Wahlprogramm die besten Grünen. Jetzt müssen wir uns das Drogenprogramm mal einmal genau angucken. Das ist ja auch mal weniger gut im Sinne einer progressiven Drogenpolitik. Ja, jetzt müssen wir uns die Sätze nochmal ansehen, was da genau steht. Da steht nicht Recht auf Rausch. Ja, aber jetzt habe ich mir jetzt die genauen Sätze da nicht mit reingelegt, ist die Frage, was das dann da genau heißt. Ich glaube nicht, dass wir von dem insgesamt abgerückt sind. Also Recht auf Rausch, glaube ich, wird da nicht drinstehen. Aber die Frage nach, wie gehen wir mit den Konsumenten um, ist für uns schon eine entscheidende. Und eben die Frage, dass wir sehen es doch in Schleswig-Holstein, auch in Hessen, soweit ich informiert bin, auch in anderen Bundesländern ist es doch so, dass gerade die geringe Menge bei diesen Substanzen dazu, wenn das eben nicht sinnvoll ist, dass die Polizei vor allem da die Konsumenten verfolgt und dass wir auch bei den Hilfseinrichtungen eine sinnvolle Organisation haben, wenn die das nicht sofort verfolgen müssen und dann auch der Polizei anzeigen müssen. Und wenn ich zum Beispiel ansehe, im Augenblick hat, finde ich, die in Zürich ein gutes Modell hingekriegt, wie sie auch den öffentlichen Raum auch wieder, auch frei gekriegt haben, auch für Familien und Ähnliches, auch Spielplätze und auf der anderen Seite auch den Abhängigen geholfen haben. Und da war so etwas, dass man eben nicht die Konsumenten kriminalisiert und verfolgt, sondern die Polizei auf die organisierte Kriminalität im Hintergrund setzt, der richtige Ansatz. Und das ist auch der, den wir nach wie vor verfolgen und ich auch. Aber in eurer idealen Welt, also immer noch, wenn ich mit Koks
ein Gramm oder so erwischt werden würde, da sollte die Polizei dann auch nicht mehr ermitteln und Staatsanwaltschaft. Ich fände es besser, wenn die Polizei die organisierte Kriminalität verfolgt. Das findest du, aber als regierender Bürgermeister würdest du das dann auch unterstützen? Ich finde, Ist das deine Politik oder nur deine Meinung? Nein, ich finde das, wie Schleswig-Holstein das zum Beispiel macht und Hessen bei diesen Drogen, ich glaube Niedersachsen auch, also viele Bundesländer schon, also was ich da auch gefordert habe, bei diesen Drogen richtig, und ich fände gut, wenn wir das durchsetzen würden. Ich weiß, dass ich das auch bei Koalitionsverhandlungen schon mal gefordert habe, aber da wenig durchgedrungen bin. So, ja? Also, aber das ist eine Position, die ich ja schon lange für die ich ja schon lange kämpfe, also das ist ja auch nichts Neues irgendwie. Und ich bin natürlich, wenn ich sehe, dass die akzeptierende Drogenpolitik viel mehr Menschen hilft, auch hilft, nicht im problematischen Konsummustern hinein zu gelangen oder wenn sie da reingelangen, auch wieder raushilft, und dass wir auch eine Situation haben, wo wir doch im Augenblick ganz viele Menschen haben, die was konsumieren, wo sie nicht wissen, was da am Ende drin ist. Und wenn ich mich für die Clubszene von Berlin schmücke, wenn ich es toll finde, dass Bergheim früher mal eines der coolste Club der Welt war, dann muss ich da auch gucken, dass die Menschen das überleben können. Wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, ihr wart noch deutlich progressiver offenbar in eurem Auftreten und in euren Forderungen im Vergleich zu dem heutigen Wahlkampf. Ja, aber vieles, was ich da jetzt gesagt habe, war ja sogar noch nicht so lange her. Also da glaube ich, sind wir nicht viel abgerückt. Ich fand es auf jeden Fall geil. Ich habe mich natürlich beschäftigt, was du so früher gemacht hast. Wusste ich gar nicht, aber ich habe deinen Blog hier, Mädchenmannschaft und so weiter, früher gelesen, ohne dass ich wusste, dass du das warst. Hat mich natürlich alles an auch meine eigene Jugend erinnert. Der Quotenmann. Was? Der Quotenmann. Ja, du warst der Einzige, ne? Ja. Mann in eurer Sechsertruppe. Du hast zum Beispiel 2004 für Jungle World einen geilen Artikel geschrieben. Weißt du noch? Nee. Da ging es um Hartz IV und Drogen und so weiter. Da war der Titel "Aus der Not eine Tugend", und ich zitiere einfach mal den Aufmacher von Jungle World. Die Krise hat sie erwischt, sie sind pleite, sie wollen dennoch den Rausch, warum machen sie ihre Drogen nicht einfach selber? Wie das geht, erklärt Werner Graf. Und dann redest du davon, dass quasi Hartz-IV-Betroffene wegen zu wenig Geld und so weiter nicht illegale Drogen, quasi chemische Sachen und so weiter produzieren sollten. Aber da bleibt dann nur der Anbau von Cannabis, Pilzen und Kakteen. Fand ich auf jeden Fall mal eine schöne Sache. Hast du mal Pilze und Kakteen angebaut? Nee, bisher nur Cannabis. Hast du Pilze mal gemacht? Ich habe in meinem Leben nicht nur Wasser getrunken. Die Zauberpilze. Ich habe in meinem Leben nicht nur Wasser getrunken, sagen wir es so. Auf jeden Fall spannende Zeit, was du so damals... Ich finde aber auch, also jetzt mal nochmal bei Cannabis zurück und auch bei den anderen Sachen, ja, also tatsächlich, wenn man das... Ist überhaupt gar kein Vorwurf, ja? Ich nehme es nicht als Vorwurf, ich kämpfe jetzt schon seit... Naja, also natürlich bin ich vorsichtig, also das will ich einmal dazu sagen, was ich da abwäge bei den Worten, weil ich mache schon seit sehr, sehr langer Zeit Drogenpolitik, und ich habe schon gemerkt, dass es dazu führt, dass einem nicht die Ziele unterstellt werden, die man eigentlich hat, sondern dass es sehr aufgeregte Debatten immer wieder gibt, die dann dazu führen, dass man eigentlich in eine andere Richtung kommt. Und ich bin auch hier in Berlin, ich glaube, wenn man zu Vista, Therapieladen und ähnliche Einrichtungen geht, die ja für eine akzeptierende Drogenpolitik auch kämpfen, schon einer, der eng mit denen auch in Kontakt ist. Aber darum versuche ich meine Sachen schon sehr mit abzuwägen, was ich da sage, weil das uns, glaube ich, nichts bringt, wenn wir immer wieder zu polarisierte Debatten haben, weil wir müssen die Menschen dann schon auch mit hinkriegen. Aber zum Beispiel bei Cannabis, ich finde es wichtig, dass wir diese Frage nach Selbstanbau auch mit dabei haben, weil wir wollen ja eigentlich dieses Ganze, also das Ziel, was Beste bei den Drogen ist es ja, wenn wir das aus der kapitalistischen Verwertung herausziehen, sage ich das mal so. Und ich meine, mehr Kapitalismus als das Verbot, wo es einfach nur den Schwarzmarkt gibt und nur der Stärkste handelt, gibt es nicht. Ja? Also das ist ja, und wenn die Leute jetzt selber zum Beispiel das Cannabis zu Hause anpflanzen, wird es für sie günstiger, und ich entziehe es auch kriminellen Strukturen. Das ist doch großartig. Letzte Frage dazu. Ich meine, kann ja natürlich sein, dass du nicht Bürgermeister werden kannst aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, aber ihr trotzdem in der Koalition geht, dann wirst du wahrscheinlich ein Senator. Welche, in Sachen jetzt Drogen und so weiter, welcher Posten, also ist das Gesundheitssenator, Innensenat oder so weiter, wäre dann da der sinnvollste in Sachen Drogen? Na, Drogen liegt bei Gesundheit und bei Innen, je nachdem, wo man es zuschlägt. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Sachen, aber gerade bei Gesundheit. Okay, also wäre vielleicht auch mal was. Falls ihr Fragen habt an Werner, her damit. Hans kommt am Ende und stellt sie dir. Zurück mal zu den Grünen. Apropos die besten Grünen und so weiter. Ich habe heute gerade, Taz macht auf mit Cem. Cem Özdemir. Und der sagt, was Kretschmann und er machen in Baden-Württemberg, das sind die echten Grünen. Du willst ja
die besten Grünen sein. Beißt sich das nicht? Wir reden jetzt gleich mal über eure Politik und so weiter. Also echt best. Also ich glaube, was ich damit sagen wollte erstmal, ist etwas... Ja, ich kenne das Zitat, ich habe das auch noch öfters gesagt, ich will mich doch da gar nicht... Ich wollte jetzt einmal sagen, was ich damit sagen wollte. Und Jen sagt wieder heute... Die sind die echten Grünen. Ja, ich würde mir nicht absprechen lassen, dass ich auch ein echter Grüner bin. Also ich bin seit 97 in dieser Partei. Ich glaube, der Berliner Landesverband tickt ein bisschen anders als der Baden-Württemberger Landesverband. Kann man, glaube ich, schon so allgemein einmal feststellen. Der ist rechter Flügel und linker Flügel. Ja. Aber wir sind eine Bandbreite und ich glaube, es gibt keine echten und unechten Grünen. Also das würde ich mir jetzt nicht unterstellen lassen. Also das wäre... aber das meint doch... Ich weiß nicht, musst du ihn fragen. Was mich umgetrieben hat, ist... Ich finde, also das war ja nach einer Zeit gesagt, wo jetzt auch, also ich glaube, das war ziemlich nach der Bundestagswahl. April 2025 nach der Bundestagswahl. Genau, also wo die Linke hier auch bei der Bundestagswahl in Berlin die stärkste Kraft war bei der Abstimmung und es ja schon um die Frage geht, wie positionieren wir uns? Und ich fand das immer falsch in Zeiten, in denen auch der Rechtsruck in der Gesellschaft war, dass wir als Grüne jetzt der CDU hinterherlaufen. Ich fand das auch falsch, dass und das fand ich aber auch, und dass wir uns definieren über andere Parteien. Und ich finde, wir sind dann gut oder die Besten, wenn wir uns auf uns besinnen und sagen, was ist unsere Werte Stärken, und auf die eigenen Stärken. Und dass wir die dann auch herausstellen. Und ich sag mal so, ich habe in der... Ist das mit quasi gut, also wer sagt, wer die besten Grünen sein will, muss ja definieren, was gut ist. Heißt quasi, habe ich das richtig verstanden, ein guter Grüner ist man, wenn man sich quasi auf die eigenen Stärken besinnt und auf die urgrünen Themen. Also ich will, dass wir vor allem aus unserer Logik heraus und aus dem, was wir Debatten führen, auf unsere Position kommen. Und nicht, weil ich mich von der Linken abgrenzen will, nicht, weil ich mich von der SPD abgrenzen will oder von der CDU. Ich finde, das ist schwierig. Und wir sind in eine Situation gekommen, und ich merke das oft, wo, wenn mal eine Partei ein bisschen weiter vorne ist, wir anfangen, uns zu geben oder die Position zu übernehmen. Und ich finde das... Ja, also auch in Berlin manchmal bei anderen Parteien sehr erstaunlich, dass sie sich dann da immer genau in diese Richtung dann entwickeln wollen. Und ich glaube, das ist schon das Wichtige. Also ich kämpfe für Klimaschutz, auch wenn es keiner mehr hören will. Und ich finde das wichtig. Ich kämpfe für eine offene Gesellschaft, auch wenn es gerade vielleicht nicht entscheidend oder nicht wichtig, also nicht das Thema vorne weg ist. Ich war für Feminismus oder für den Ausstieg aus der Atomkraft, wo das noch nicht en vogue war. Also ich finde dieses Position aus Abgrenzung zum anderen herauszunehmen, das finde ich schwierig. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der mir wichtig ist. Und wir bringen ja auch viele Sachen für uns immer wieder zusammen. Also ich meine, die Grünen und auch die AL, und da will ich mir auch Sachen nicht nehmen lassen, die AL hat sich damals Alternative Liste, die Vorgängerpartei oder Gründerpartei der Berliner Grünen, hat sich als Partei gegründet, die einer der zentralen Punkte die Mietenfrage war. Und natürlich als Berliner Grüne treibt uns das schon lange um. Auch wie können wir Berlin bezahlbar machen? Kommen wir gleich zu, ja? Ja. Glaube ich schon. Also aber ich will das aus uns heraus kriegen, und ich finde, in der Politik stört mich das tatsächlich, wenn viele ihre Positionen in Abgrenzung zu den anderen vor allem definieren. Jetzt verstehe ich die Linken zum Beispiel so, die sind eine sozialistische Partei, demokratischer Sozialismus. Die SPD hat zwar auch noch ein Parteiprogramm, aber ignorieren wir das jetzt mal. Du hast in dem Interview gesagt, die Grünen haben ökosozial zu sein. Der ökosoziale Ansatz. Was heißt ökosozial? Ja, ich glaube, für mich ist es wirklich entscheidend, dass wir die Frage nach Klimaschutz, Ökologie und die Frage nach einer sozialen Gesellschaft zusammenkriegen und zusammen beantworten. Und das, glaube ich, es geht in vielen Punkten, also wir müssen es auch zusammen denken, weil wir vor großen Herausforderungen stellen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja? Also wir haben im Augenblick, und vielleicht gehen wir mal zu den landeseigenen Wohnungsunternehmen, ja? Und spielen wir das da mal durch. Ich hadere mit dem Vorschlag, den die Linke auch gerade hat, dass wir einfach sagen, wir machen bei den landeseigenen Wohnungsgesellschaften einen Mietendeckel und ziehen das die nächsten Jahre einfach durch. Weil wir haben im Augenblick da verschiedene Herausforderungen. Wir wollen, dass die landeseigenen Wohnungsgesellschaften weiter Wohnungen bauen. Linke steckt 75.000 vor. Wir sehen aber auch, dass der Zustand der landeseigenen Wohnungsgesellschaften oft wirklich nicht gut ist und wir investieren müssen dort rein. Und dann, wenn wir überhaupt gar keine Mieterhöhung überhaupt nicht haben wir ein Problem. Aber jetzt heißt es auch nicht, dass ich generell Mieterhöhungen bei denen will, sondern ich finde, wir müssen uns das ansehen, dass wir sagen, wir haben das vorgeschlagen, ist wieder kompliziert, Mietendimmer.
Das bedeutet, dass wir sagen, wir machen maximal 2%, aber auch am Härtefall gemessen, dass wir uns wirklich ansehen, wer wohnt eigentlich in dieser Wohnung und dass Menschen, die schon mehr als 1/3 oder 27% sind das da im Augenblick ihres Gehaltes für diese Wohnung ausgeben, dann eben nicht von den Mieterhöhungen betroffen sind. Und das ist für mich, weil dann muss ich nämlich auch, und dann komme ich wieder zurück, weil ich muss diese Investitionen machen, damit die Menschen, dass ich die Wohnungen auch energetisch sanieren kann, weil wir haben gerade Hitzewohnungen. Und das zusammenzubringen, das heißt für mich ökosozial. Aber ich wollte mal auf die grundsätzliche Ebene. Ich meine, du hast ja vorhin Kapitalismus und kapitalistische Zustände angesprochen. Alle Probleme, die wir in Berlin haben, sind quasi auch kapitalistische Probleme. Wir kommen gleich zum Thema Mieten und Wohnen. Aber das ist ja ein gutes Beispiel, wo ich das gerne einfach nur verstehen würde. Heißt ökosozial, wir können an den kapitalistischen Verhältnissen quasi nichts ändern und darum müssen wir im Großen und Ganzen das alles ein bisschen sozialer machen, also ein Korrektiv sein gegen den Wandel, den wir nicht aufhalten können. Oder das kann... So habe ich auch mal überlegt, es könnte ja auch so gemeint sein, wir stellen auch die Eigentum- und Machtfrage. Weil darum geht es ja. Also. Was ist es? Naja, beides, ich glaube tatsächlich. Warum beides? Das ist das Komplizierte bei uns Grünen. Wir sind immer ein bisschen Wie ist es bei sehr kompliziert. Ja, also ich kandidiere jetzt und ich möchte gerne regierender Bürgermeister von Berlin werden. Und in den Rahmen... Weil du die Eigentumsmachtfrage stellen willst oder einfach, weil du quasi nicht dran glaubst, dass man da irgendwie was machen kann und darum alles noch ein bisschen... Weil ich Berlin klimagerecht, bezahlbar und frei hinkriegen möchte. Ja. Und ich versuche es ja auszuführen. Ja, okay. Und wir kommen ja zu der Vergesellschaftungsfrage. Das ist ja die Ebene, glaube ich, wo es jetzt hingehen soll. Und natürlich, ich finde, in den Rahmenbedingungen, wo ich das machen kann, möchte ich Ungerechtigkeiten beseitigen. Und natürlich hat die Eigentumsfrage, wem gehört was in dieser Stadt, wem gehört auch welche Wohnungen, wo wird Gewinn erwirtschaftet und wo wird er ausgeschüttet. Ja, wenn ich sehe, die MieterInnen von Berlin zahlen Geld, damit in der Dividende an der Börse in New York Geld ausgeschüttet wird, dann habe ich ein Problem damit. Das würde ich lieber in der Stadt halten. Und in den Grenzen, die ich als Berliner regierender Bürgermeister in Zukunft habe, würde ich gerne auch dafür mehr Gerechtigkeit sorgen. Ich werde aber nicht das komplette Wirtschaftssystem, dafür kandidiere ich nicht, in Frage stellen können, sondern ich kann in vielen Bereichen natürlich das tun, wo ich als regierender Bürgermeister Einfluss habe. Und deshalb finde ich, und habe ich ja immer gesagt, habe ich auch dafür gestimmt, für Deutsche Wohnen enteignen, habe mich auch dafür ausgesprochen, habe auch immer gesagt, dass wir das umsetzen wollen, auch bei 60% Leute entschieden haben. Also wenn das die Frage im Hintergrund ist, wo es hingehen soll, ja, aber ich kann jetzt, ich glaube, das ist schon eine Frage, in welchem Rahmen ich dann da wie agieren kann. Aber wenn du regierender Bürgermeister bist, dann hast du auch eine bundespolitische Rolle. Du hast quasi eine Stellung eines Ministerpräsidenten. Du kannst im Bundesrat und so weiter agieren, du bist dann kein Nobody. Dementsprechend könntest du dich ja quasi für die kapitalistischen Verhältnisse, also gegen die kapitalistischen Verhältnisse einsetzen. Könnte ich das erwarten von einem regierenden grünen Bürgermeister? Du kannst auf jeden Fall erwarten, dass ich mich für eine sehr soziale Politik einsetze, für eine Politik auch einsetze, die auch jetzt zum Beispiel bei der Frage von Vermögensteuer, von Erbschaftssteuer und auch von den Rahmen, die man Wirtschaft setzt, für eine Politik eintritt, die das Gemeinwohl extremst in den Mittelpunkt stellt. Nochmal bei dem Grundsätzlichen sagen, weil die Leute interessieren sich auch, wie geht es denn nach der Wahl weiter? Wir wissen natürlich nicht, wer am Ende die stärkste Kraft wird. Und selbst also könnte ja auch die AfD sein, aber mit denen würde keiner koalieren. Aber könnte ja sein, wer macht da mit wem was zusammen. Da habe ich mich natürlich gefragt, ihr seid dann erstmal in einer geilen Position. Ich habe jetzt, wenn ich mal darüber nachdenke, keine wirkliche Option gefunden, wie ihr in der Opposition landet, weil sowohl die Linke und SPD bräuchte euch, so als auch die CDU und SPD, wenn ihr dann mit dem was machen würdet. Verstehe ich das richtig? Habt ihr eine Präferenz? Ja. Und zwar? SPD und Linke. Ganz klar. Und da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Egal, wer da die stärkste Kraft wäre und die regierende Bürgermeister sein würde. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Also diese Aussage, wir haben eine komfortable Situation, die Vorstellung mit dieser Koalition von CDU und SPD, die im Augenblick aus meiner Sicht heraus diese Stadt gegen die Wand fährt, die extrem viel, also wir können das ja mal durchdeklinieren alles, ja, bei Wissenschaft und Kultur gekürzt hat, die Verkehrswende zurückabwickelt, ja, die bauen Radwege wieder ab, das muss man sich mal vorstellen, die alles, was mit Klimaschutz zu tun hatte, ausgebremst haben, ja, die Holzkraftwerke bauen wollen und, ich kann so weitermachen, ja, also die
die aus unserer Sicht in eine komplett falsche Richtung gehen. Auch gerade Demokratie, offene Gesellschaft. Ich meine, dieser Spitzenkandidat Stefan Evers hat am Anfang sich nicht vor die Volksbühne gestellt. Wir haben eine Debatte gehabt jetzt über, ob in der Volksbühne dort schwarze Kinder und Jugendliche baden können. Und das wurde angetrieben von einer CDU-Politikerin von der BVV aus Pankow. Das ist das Gegenteil von dem, wo wir stehen. Da distanziert er sich auch nicht, habe ich gestern im fand ich auch gesehen. Schrecklich. Er ist auch designierter Partei, ich weiß nicht, bei denen wird das ein bisschen auf Zuruf, aber also nichts dazu gesagt, warum das jetzt, ich meine, das ist eine Kampagne, wir haben es treibt mich schon um. Wir haben auch zum Beispiel zum Antifeminismus als Fraktion auch eine Untersuchung, eine größere gemacht, um wie das im Augenblick stattfindet. Wir haben Aktivisten, die sagen etwas, dann kommt Nius und Apollo, schreckliche Propaganda, weiß ich gar nicht, was für Schimpfwörter ich jetzt alles sagen darf und welche nicht, aber... Alles, was du willst. Ja, hier schon, aber was danach passiert. Schmierblätter, sage ich so, oder Blätter sind es ja nicht mehr, es sind ja Online-Hetzportale oder so. Und dann springen oft rechte Politiker damit drauf. Und es ist immer wieder die CDU. Und ich sag mal, ganz ernsthaft, was ich da gesehen habe, ist... Aber mit dem würdet ihr auch koalieren? Wir haben will ich aber nicht. Ich will... Aber würdet? Nee, also das würde ich jetzt andersrum sagen. Ich finde es richtig, lass mir das von einem anderen Punkt heraus erklären. Ich finde es richtig, dass die Linke im Augenblick sagt, dass sie in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern auch, oder Sachsen-Anhalt haben sie es zumindest gesagt, bevor die AfD mit an die Macht kommt, einen CDU-Ministerpräsidenten wählt. Das finde ich richtig. Und ich sage dir auch, ich will hier in Berlin ein progressives Bündnis aus SPD, Linken und uns schmieden. Das ist auch das, was ich tue. Deshalb treibt mich das auch um, dass die im Augenblick sich mit roten Linien immer mehr ausgrenzen. Aber ich muss auch sehen, dass ich im Augenblick Debatten in der Linken mitkriege, ob sie wirklich regieren wollen. Und in der SPD lauter rote Linien hochgezogen werden und das auch irgendwie schwierig ist. Und so, ich werde alles dafür tun. Das ist das Ding, die Grünen haben keine roten Linien. Ne, da können wir gleich dazu noch kommen. Ja. Ich werde alles dafür tun und dafür arbeite ich auch, vorne wie im Hintergrund, dass wir Rot-Grün-Rot ermöglichen. Und wer mich kennt und dieses auch mit den anderen Parteien, kann man ja gerne mit denen sprechen. Das ist, glaube ich, haben viele gar keinen Zweifel dran. Ihr habt letztes Jahr noch, also in diesem Taz-Interview wieder gesagt, da war natürlich noch Kai Wegner dann der Chef, aber Steffen Evers ist ja jetzt quasi der neue starke Mann. Da habt ihr gesagt, wir setzen uns mit einer schwarz-roten Regierung hier in Berlin auseinander, die keinen Plan hat, wie es eigentlich mit Berlin weitergehen soll. Diese Koalition hat keine Antwort auf die Frage, wie das Leben bezahlbar bleiben kann. In Sachen Klimaschutz ein Totalausfall. Das ist schwarz-rot, CDU und SPD. Und die will ich beenden. Indem ihr mit denen zusammen... Ich will doch gar nicht mit denen zusammen. Ich habe jetzt gerade eben ganz klar gesagt, wie aber die Option ist ja da. Weil, wenn wir überlegen, die Linken sagen, entweder Vergesellschaftung oder wir machen nicht mit. Dementsprechend bliebe ja dann nur noch schwarz-rot. So, Krach ist gegen Vergesellschaftung, CDU ist gegen Vergesellschaftung. Ihr seid jetzt nicht ganz dafür. Dementsprechend ist doch jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das die... Nee, ich werde alles dafür tun, dass wir dass es zu Rot-Grün-Rot kommt. Oder Grün-Rot-Rot. Ich will da auch für kämpfen und ich möchte auch, dass wir über diese Hürde Vergesellschaftung drüber kommen. Und dass wir eben, und deswegen ist ja das mein Problem, ich sehe das gerade mit großen... Aber viele Leute sagen sich dann, wenn ich hier die Grünen wähle, ist kein Verlass, dass ihr am Ende doch wieder mit den beiden zusammengeht, denen ihr sagt... Andersrum wird ein Schuh draus. Wir sind klar, dass wir mit den beiden wollen. Und ich kann mir aber nicht... Rot-Grün. Rot-Grün. Okay. Das ist ganz klar. Wir wollen mit den beiden. Aber ich sehe, dass die Demokratie im Augenblick auch in vielen Problemen auch von außen angegriffen wird. Und deshalb fand ich es auch richtig, dass die Linke in Sachsen-Anhalt sagt, zur Not müssen wir auch einen CDUler wählen. Und nicht viel anderes sage ich auch. Eine Sache nochmal, Thema Koalition und so weiter. Da hast du eine interessante Aussage gemacht. Da ging es um Linkspartei, Gaza, Israel, Antisemitismus. Da hast du interessanterweise also gesagt, Zitat, wir werden ganz sicher keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, der nicht ganz klar ist im Kampf gegen Antisemitismus. Und dann hast du noch gesagt, es wird kein Koalitionsvertrag unterschrieben, der darin nicht völlig unmissverständlich und klar ist. Ich finde das nochmal eine interessante Sache, weil die Linken haben ja als Partei sich eine andere, in Sachen Antisemitismus-Definition, eine andere Definition unterworfen als die Grünen, zumindest in Berlin. Also die Linken haben diese Jerusalem Declaration, die anders ist als
das, was ihr als Berliner Grüne habt, nämlich die IHRA-Arbeitsdefinition. Jetzt wird IHRA zum Beispiel von Israel. Ja, ist so. Das ist der Stand Landesparteitagsbeschluss 4. Mai 2024. Also, mal ganz kurz. Ihr sagt, ihr orientiert euch an, das ist die Grundlage eurer Arbeit, IHRA. So, IHRA wird erstens von vielen Wissenschaftlern hier abgelehnt, weil die israelische Regierung diese Definition für den Kampf gegen, also den notwendigen Kampf gegen Antisemitismus missbraucht, wenn Israel Kritik ist. Ne? Gaza, Völkermord und so weiter und so fort. Das wird dir nicht verborgen geblieben sein. Jetzt will ich nur wissen, weil du das ja als eine Bedingung für den Koalitionsvertrag hast. Die Grünen haben ein anderes Verständnis von Antisemitismus als die Linken. Wie passt das zusammen, wenn du das als einen wichtigen Punkt in der Koalition hast? Wie kommt ihr da zusammen? Das will ich wissen. Ich weiß nicht. Also ich kann jetzt nicht für die Linken sprechen. So. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Gruppierungen dort drin. Aber ich kann dir sagen, wenn ich mit Elif Eralp über dieses Thema spreche, sind wir uns sehr schnell einig. Aber wie kommt ihr denn das zusammen? Also wie kann das dann in einem Koalitionsvertrag oder in einer Koalition geregelt sein? Naja, aber jetzt hat man erstmal diesen Punkteplan, den die Linke mit vorgelegt hat zum Kampf gegen Antisemitismus. Das war doch erstmal ein guter Punkteplan. Ich fand den jetzt nicht schlecht. Also, und da haben sie jetzt auch nicht gesagt, es muss eine Definition mit reingelegt werden. Übrigens die Definition mit IHRA, soweit ich jetzt richtig erinnert bin, haben wir in der Zeit unter Rot-Grün-Rot als handlungsleitend für die Verwaltung mitgenommen. Da war die Linke auch mit dabei. Auch eine Justizsenatorin der Linken hat das auch mitgemacht. Also das war ja auch das, was wir zusammen auch mitgemacht haben. Ich halte aber auch... Genau, also ich bin jetzt in diesen Definitionsdebatten nicht so, das tut mir leid. Also da bin ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht, ich weiß, dass da diese Debatten sehr viel herumwabern, aber wir sind am Ende, geht es ja darum, was für eine Politik machen wir, wie stärken wir Initiativen, die gegen Antisemitismus vorgehen. Genau. Machen wir an den Schulen wieder Projekte und finanzieren wir die, wo zum Beispiel ein Rabbiner und Imam zusammen an die Schulen geht. Das, was die CDU übrigens jetzt zusammengestrichen hat, bin ich dafür, dass ich ein House of One finanziere, ja, oder eine 3-Religionen-Kita, wo viele verschiedene Religionen zusammen auch kommen und miteinander etwas machen. Ja. Das sind doch die handfesten Debatten, die wir hier haben und nicht nur, und dann das würde ich das abhängig machen und ehrlich gesagt sehe ich da, also ich... Ja, pass auf, wir haben hier politische Kräfte in Deutschland und das kulminiert ja teilweise auf den Straßen von Berlin, wenn sich gegen Völkermord in Gaza wenn da protestiert wird. Dann gibt es hier politische Kräfte, auch basierend auf IHRA und so weiter, das ist antisemitisch. Oder wenn man die israelische Regierung für ihre Kriegsverbrechen und so weiter also ich diskutiere gerne die einzelnen Sachen. Kritisiert und so weiter, da gibt es dann einfach immer Stress. Und die Polizei schreitet ein, Versammlungen werden entweder aufgelöst, erleben wir alles Mögliche. Und das andere ist, in Bezug auf diese IHRA-Definition, die ihr unterstützt, hat ja der bisherige Senat, die haben ja nachweislich Repression gegen Kunstschaffende hier probiert. Ne? Kulturförderung mit Antidiskriminierungsklauseln und zwar mit dieser IHRA. Aber jetzt mal, also ich finde jetzt... diese Definitionsfrage ist wichtig, weil sie ja missbraucht wird. Selbst hier in Berlin. Das ist der Punkt. Also ich kenne die beiden Definitionen nicht auswendig, ich bin in der Definitionsfrage nicht so drin, aber die Beispiele, die du durchgenommen hast, die können wir doch einzeln mal durchdiskutieren. Und da ist ja im Augenblick, waren wir immer wieder ein starker Faktor, die da sehr deutlich waren, auch in diesen Fragen. Wir haben diese Extremismusklausel oder Antisemitismusklausel abgelehnt, zusammen mit den Kulturschaffenden oder auch wie die Linke, haben da extrem stark gekämpft und haben auch in den Ausschüssen und auch wie es gegen Cialo vorging, sehr deutliche Positionen gemacht. Es waren grüne Abgeordnete, die den Fördermittelskandal angefangen haben und aufgedeckt haben, auch im Thema Antisemitismus gegen die Kultur. Also das war ja jetzt Daniel Wesner, der das vor allem groß vorangetrieben hat und auch vieles aufgedeckt hat. Wir haben in den ganzen Fragen von den Demonstrationen, können wir auch nochmal mit reingehen, habe ich ein großes Problem, mit welcher Eskalation da im Augenblick reingegangen ist. Wir haben in Ausschüssen das auch schon thematisiert, auch im Parlament. Ich habe selber auch schon Sachen dazu gesagt, dass wir im Augenblick eine Situation haben, wo aus unserer Sicht die Polizei zu früh eskaliert, zu früh in diese Demonstration reingeht und dann auf der anderen Seite wir eine Eskalation der Gewalt auch haben und es viele Menschen hier in Berlin gibt, die das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr sagen. Ich will mal aber auch dazu sagen,
Also ein Spruch wie From the River to the Sea ist für mich nicht okay, so, das aber genauso wie ich für den Likud mit dem Groß-Israel auch schwierig finde. Also der Likud hat From the River to the Sea in Bezug andersrum. auf Israel drin. Warum ist das okay? Aber dann ich habe jetzt aber, ich habe beides gleich gesagt. Okay. Ich habe jetzt gerade auch noch, wie das eine gesagt habe, sofort auf den Likud auch verwiesen. Also quasi. Das ist auch Falsches bei ihm. Moment, also Israel-Freunde könnten hier auch nicht dann ich finde ein Eintreten Eintreten für Groß-Israel finde ich problematisch. Ich habe aber auch gesagt, dass ich das viel schwierig finde, dass die Polizei da schon so früh reingeht. Okay. Also ist mir schon wichtig. Und wir sehen ja auch in anderen Bereichen. Ich meine, dieser Angriff auf die Berlinale, die passiert ist, weil Trisha Tuttle einmal sich fotografieren hat lassen mit einer Person, die ein Palituch anhatte. Das ist doch lächerlich. Also das ist ein Angriff auf die Kunst- und Kulturfreiheit, die da gerade stattfindet. Und das haben wir sehr stark kritisiert. Und in diesen Bereichen stehen wir, glaube ich, sehr, sehr klar. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür Sorge tragen, dass Menschen mit Kippa, wenn sie über die Straße laufen, nicht angegriffen werden, dass wir diesen Kampf auch mit ausbauen und die Verständigung vorantreiben. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir da im Augenblick viele Emotionen in der Stadt haben. Und ich glaube, da müssen wir auch mit Lösungen bieten. Das bin ich mir aber auch sicher, dass wir das hinbekommen. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und insbesondere es ist wichtig, quasi Menschen jüdischen Glaubens hier in Berlin, auch in Deutschland, haben mit der Politik von Israel nichts zu tun und auch nicht verantwortlich gemacht zu werden, weil das wäre auch nach beiden Definitionen antisemitisch. Ja. Was teilweise dann aber von politischen Kräften immer wieder getan wird. Aber Berlinale ist mal ein schönes Beispiel. Da gab es ja zum Beispiel Stress bei dem Preisträger dieses Jahr, unter anderem, weil er halt die Apartheid also in der Westbank angesprochen hat und auch die Mitverantwortung der deutschen regierenden Politik für den Genozid in Gaza angeprangert hat. Das wurde dann von dem SPD-Umweltminister, der dazu Gast war, das dann demonstrativ hat das verlassen. Danach gab es einen fingierten Antisemitismus-Skandal. Das würde es unter einem grünen Bürgermeister in der Form nicht geben. Naja, ich habe jetzt erstmal... Dass ihr da quasi aufsteht und sagt, das geht hier nicht und so weiter. Ja, vor allem würde es nicht geben, dass wir den Angriff dann auf Trisha Tuttle, die danach abgesetzt werden sollte, weil sowas auch passiert ist, weil sie auch die Bilder gemacht hat, weil sie ein politisches Festival hat, wo auch politische Meinungen geäußert werden, das zerstört werden sollte. Nee, ich fand das schlimm. Ich fand das schlimm, dass Kai Wegner keinen Ton gesagt hat, als dieser Angriff danach auf sie war und diese Zerstörung war. Ich habe im Parlament Fragen dazu gestellt. Weil ich das auch einen Angriff auf die Berlinale, ich muss mir doch nicht alles, was irgendwie einzeln auf einem politischen Festival, das eine weltweite Strahlung hat, wo weltweit Menschen herkommen, zu eigen machen. Aber ich muss doch einen Ort schaffen, wo man auch, wo das dann nicht gleich zerstört wird. Und jetzt weiß ich nicht, was du meinst mit wird es nicht geben, aber die Geschäftsführung mit Trisha Tuttle... Ihr würdet euch jetzt nicht so empören wie die Israel-Ultras hier. Die wir ja quasi hier in Weimar Ich habe mich empört, dass Weimar dagegen das alles gemacht hat. Das fand ich den Skandal. Ja. Dass er versucht hat, Trisha Tuttle abzusetzen. Hieraus ein Provinzfestival zu machen. Das, nur weil sie nicht aushalten, dass hier Künstler aus der Welt kommen, die ihre Meinung sagen. Das finde ich ist... Ich war natürlich dabei bei der Berlinale. Da war ich ja auch bei den Pressekonferenzen aktiv. Jetzt will ich Trisha Tuttle, also Berlinale Leitung und so weiter, jetzt aber auch, muss man nicht in Schutz nehmen, weil die haben teilweise auch ein bisschen unglücklich agiert. Und ich meine, aber nur wenn jemand in diesem Bereich, Entschuldigung, das muss ich jetzt einmal sagen, ist ein hochsensibler Bereich, wo sie auch, also die nicht immer nur als Nahostexpertinnen in dieses Bereich mit reinkommen und sich wirklich versuchen, mit den verschiedensten Druck, Strömungen und auseinanderzusetzen, dass die dann vielleicht nicht alles nur glücklich machen. Also sie ist natürlich unter Druck der Verhältnisse, weil neben der Stadt Berlin, der Hauptgeldgeber, die Bundesregierung ist natürlich in gewissermaßen durch die Finanzierung Einfluss hat. Und das ist ja damals, hat ja bei der Eröffnungspressekonferenz durch meine Frage ist das ein bisschen eskaliert, weil der Berlinale als Institution hat sich in der Vergangenheit solidarisch mit der Ukraine gezeigt, mit den angegriffenen Ukrainern durch Russland, haben sich mit der Zivilbevölkerung solidarisiert, mit den Iranern. Ich weiß, dass davor die Debatte in eine andere Richtung war, aber man hat doch auch gemerkt, dass am Schluss... Und in Sachen Palästina-Solidarität und den Opfern dieses Genozids, da hat die Berlinale quasi nicht mitgemacht, auch auf Druck der Politik.
Aber es ist am Ende genau die andere Richtung um die Ohren geflogen. Und das zeigt doch nur, wie schwierig es gerade für Leute, wie auch Duscher Tattel ist, sich da gut durchzubewegen und da auch den richtigen Ton zu treffen. Und ich finde, was ich schon möchte, ist, dass wir gerade, also die Berlinale ist doch ein gutes Beispiel, das ist doch ein einzigartiges Festival, ein Filmfestival, Publikumsfestival und noch sehr politisch immer gewesen. Und wenn wir das wollen, dann muss man natürlich diese Politik da auch aushalten, auch wenn es einem nicht immer passt. Und dass wir das kaputt machen wollen, dass Weimar das kaputt machen will, das finde ich schlimm. Und das werde ich, also in den Möglichkeiten, die ich habe, aber Berlin hat da ja auch Möglichkeiten und die hat sie nicht genutzt und die hätte ich anders genutzt. Und die will ich auch anders nutzen. Weil auch diese ganze Frage nach Kunst- und Kulturfreiheit schon mich auch umtreibt gerade. Viele Menschen, glaube ich. Ja. Nochmal Polizei. Ich hatte jetzt, wie gesagt, letzte Woche Steffen Krach. Ja. SPD der möchte auch regierender Bürgermeister werden. Da ging es um Polizeigewalt, du hast es gerade schon angesprochen. Er hat das so dargestellt, ja, kann man nicht mal leugnen, dass es das gibt, aber Werner, das sind Einzelfälle und schwarze Schafe. Ist das wirklich so? Also ich sehe schon, dass in der Polizei sehr, sehr viele sind, die nicht gewalttätig sind. Und ich finde, auf der ersten Seite erstmal, ich nehme mal einen Schritt zurück und möchte von der anderen Seite nochmal argumentieren, weil mir das wichtig ist. Ich bin ein großer Verfechter von der Gewaltenteilung. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir ein Gewaltmonopol des Staates haben und das auch auf die Polizei und auch auf die Bundeswehr von nach außen und nach innen vergeben. Das finde ich erstmal richtig und toll und auch gut so. Das hat aber auch zur Folge, und das ist nämlich das, was mich oft stört, ist, dass viele nur diese eine Seite der Medaille sehen. Die andere Seite der Medaille ist, dass ich genau dieses rechtsstaatliche Verfahren habe, dass wir ganz klare Kontrollen haben müssen, Kontrollmechanismen haben müssen, Transparenz haben müssen und Aufklärungen haben müssen. Und deshalb haben wir, und da sehe ich im Augenblick auch noch Luft nach oben. Das will ich ganz klar sagen. Ich hätte mir mehr Transparenz auch in der Aufklärung über diese Polizeieinsätze gesehen. Wir wissen im Augenblick noch nicht mal und auch nicht öffentlich gesagt, wie viele Disziplinarverfahren es in diesen Bereichen gab. Genau, aber dass wir dann es kommt immer wieder vor. Ja, natürlich. Also also wenn es immer wieder vorkommt, dann ist es ein Muster. Dann können wir nicht mehr von schwarzen Schafen und Einzelfällen aber reden, deshalb oder? haben wir einen Polizeibeauftragten auch gegründet. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass der unabhängig ist, weil natürlich man sich gegenseitig unterstützt. Und wir müssen diese Untersuchung und die Transparenz unabhängig und auch hinbekommen. Weil das natürlich, also wo ein Gewaltmonopol ist, wird das auch missbraucht. Und deshalb muss ich diese Transparenz auf der anderen Seite auch schaffen. Und das muss auch, also das sehe ich auch noch, ich finde es auch gut, wenn wir den Polizeibeauftragten noch stärker machen würden, wenn wir den noch mit mehr Kompetenzen, also mit mehr Personal auch ausstatten würden, weil das aus meiner Sicht heraus gerade noch zu klein ist. Und wenn wir dort auch die Kontrollen mit reinkriegen. Wir sind ja immer wieder auch dafür, dass wir ja auch in Untersuchungsausschüssen oder auch in Transparenzfragen, auch im Ausschuss, das dann auch mit debattieren. Ich finde, also ich habe das davor nur erzählt, weil immer wieder, wenn wir mit mehr Transparenz, Aufklärung oder Kontrolle kommen, heißt es, wir vertrauen der Polizei nicht. Ich finde, es ist ein ganz anderer Punkt. Wir vertrauen denen so verdammt viel, dass wir denen ein Gewaltmonopol übergeben. Da müssen die sich schon auch gefallen lassen, wir sie hart kontrollieren. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ja. Nach meinem Stand gab es bisher Innensenatoren in Berlin, also die dann für die Polizei zuständig sind, also Polizeipräsident und so weiter. Das waren bisher immer ein SPDler oder CDUler, oder? Historisch? Ja. Soweit ich weiß, ja. Jetzt sind die ja quasi verantwortlich für diese Polizei, wie sie bisher agiert. Kann man so sagen, ne? Wäre es nicht mal an der Zeit, dann einen grünen Innensenator zu haben? Oder bei allen Senatshäusern wäre es toll, wenn ein Grüner das ist. Nee, aber jetzt in Sachen Zustand der Polizei. Na, also erstens nachweislich haben offenbar die SPDler und CDUler. Ich finde aber auch, die Polizeipräsidentin geht in vielen Punkten auch die richtige Richtung. Also ich muss auch mal sagen, zum Beispiel nach dem CSD-Anschlag, auch im des Innensonderausschusses, fand ich die Polizeipräsidentin die am meisten Auskunft auch gegeben hat, im Gegensatz zur Innensenatorin. Die war da sehr ruhig und hat eigentlich nur das erzählt, was schon in der Zeitung stand. Ich finde, da passiert auch sehr viel Gutes schon auch, ja, und auch in Aufarbeitung. Aber ich finde gerade, was diese Demos angeht, eben nicht. Also wie gesagt, wir kennen noch nicht mal die Anzahl der Disziplinarverfahren, die da eingeleitet worden sind oder nicht eingeleitet worden sind oder ob überhaupt was passiert ist. Darum frage ich, warum forderst du nicht quasi, dass der nächste Innensenator oder Innensenatorin... Weil wir das jetzt im Wahlkampf einfach prinzipiell für kein Haus machen. Also
Also wenn ich jetzt mit einem anfange, dann ist es gleich, also das ist halt, also... Ich wollte es probieren. Ja, natürlich musst du auch, aber ich muss ja auch stark bleiben. Gibt es rechte Netzwerke in der Berliner Polizei? Ja, wir haben im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Neukölln ja das auch untersucht so und die Vermutung ist, dass es sowas, also wir konnten es jetzt nicht komplett beweisen, wenn ich das richtig sehe, aber es ist jetzt auch nicht bewiesen, dass es nicht ist. Was könnt ihr dagegen tun, dass die aufgelöst werden oder diese Polizistinnen entlassen werden? Naja, ich glaube, Transparenz ist vor allem erstmal das Wichtigste. Wir brauchen auch unabhängige Kontrollen. Deshalb ist auch der Polizeibeauftragte aus meiner Sicht heraus wirklich wichtig, damit sich auch unabhängig Leute wohin wenden können und nicht, wenn sie eine Kritik an der Polizei haben, zur Polizei gehen müssen. So, das ist ja schon mal da und deshalb habe ich ja auch gesagt... Chorgeist, die schützen sich gegenseitig. Ja, also und man hat ja auch Angst. Also wenn ich das Gefühl habe, die Polizei oder jemand von der Polizei steckt da mit drin, dann traue ich mich ja auch nicht zur Polizei zu gehen, um das anzuzeigen. So, ja? Und da das auch zu stärken und voranzutreiben, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube auch, dass das Vertrauen übrigens in die Polizei auch stärkt. Also wenn wir das auch mit Transparenz und Offenheit umgehen. Ja, 2 Fragen noch. Soll die Berliner Polizei noch weiter aufgerüstet werden? Soll sie noch mehr Spielzeuge bekommen? Ja, das ist auch mal so eine Debatte. Also mich stört manchmal in der Innenpolitik diese Debatte mit mehr und ich hau immer noch eins drauf. Die und Polizeigewerkschaften und die Vertreter, die sagen, wir brauchen, ich meine, das ist immer so, aber wir brauchen mehr. Was nicht sagen nur denn die die Polizeigewerkschaften, es gibt doch Parteien, die das so sagen. Genau, was sagt ihr denn? Noch mehr Aufrüstung bei der Polizei? Ich finde, wir müssen erstmal... Das ist kein Nein. Naja, finde ich es richtig, was heißt denn das? Lass mich doch mal den Gedanken mal kurz ausführen. Also ich versuche es ja nur, ich finde das tatsächlich, ich finde es in der Innenpolitik wirklich schwierig, weil manchmal so auf dieses nur Ja, Nein und schnelle Antworten und ganz oder gar nicht geht. Und ich kann dir sagen, ich bin mir meistens irgendwo im grauen Bereich. So, fände ich es richtig, was heißt denn die Aufrüstung, ich finde auch richtig, dass die nicht mehr in alten Kutschen rumfahren und von den Pferden weggegangen sind. Wenn es jetzt die Aufrüstung ist, dass die Autos irgendwann bekommen haben, ja, dann bin ich da dafür. Aber das meinst du ja nicht. Aber ich will ja nur trotzdem, deshalb will ich auf einen anderen Punkt hinaus. Ich meine, die haben jetzt schon genug Spielzeug. Und Instrumente, die sie nutzen. Wir sehen im Augenblick, ich glaube, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, führen diese Instrumente, die wir nutzen, wirklich zu mehr Sicherheit? Führen sie dazu, dass wir eine bessere Polizeiarbeit haben oder bringt das gar nichts? Ich sag mal kurz, lass mich doch kurz. Also, wahrscheinlich sind wir gar nicht so weit auseinander, darum verstehe ich jetzt diesen Punkt nicht. Die Frage, die wir da doch haben, ist auch, also jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nicht mehr Polizeiarbeit, mehr Spielzeug, aber rund um den CSD-Anschlag. Wenn ich dann gleich gehört habe, die Fußfessel muss länger geben oder der Präventivhaft muss länger sein, dann war meine erste Frage, warum haben sie das denn, die haben jetzt im ASOC das eingeführt, dass sie es machen können und haben es aber nicht gezogen. So, ja? Aber jetzt wollen sie was sie nicht gemacht haben, länger nicht machen oder wie. Also das sind die Punkte, die ich da manchmal nicht verstehe. Ich glaube, es gibt manchmal auch, und wir haben doch beim CSD-Anschlag auch gemerkt, dass wir in weiten Teilen gar kein Erkenntnisproblem hatten, sondern ein Umsetzungsproblem. Und dann muss ich mich doch fragen, bringt das was, ob ich immer mehr Polizisten hinter Bildschirmen setze, die dann Videoüberwachung auswerten, oder will ich sie eher womit einsetzen, wo sie zum Beispiel Gefährder besser überprüfen können und auch dann mit dabei sind. Und die Polizei jetzt natürlich, da machen wir KI, dann brauchen die Leute nicht mehr hinter. Naja, aber KI ist auch personenintensiv. Also das ist eben nicht so, dass ich einfach eine Technik einsetze und dann wird alles besser. Und ich glaube, und dann muss man sich halt manchmal fragen, was ist wie genau eingesetzt. So, wir waren sehr skeptisch, was die Taser angeht. Da waren wir kein Fan von. Die an der anderen Seite, oder sind kein Fan von. Ja. Die Debatte um die Bodycams fand ich immer nicht einfach, weil aus Amerika, wo das kam, war das ja oft auch eine bürgerrechtliche Frage. Aber dann ist halt die Frage, wie werden die eingesetzt? Was macht man damit? Wir haben in NRW auch Untersuchungen gehabt, dass gerade dieses wenn die Bodycam nicht dauerhaft läuft, sondern dann erst eingeschaltet wird, auch zu mehr Aggressionen führt und gar nicht zu weniger. Ja. Also darum ist ja die Frage für mich nicht per se, will ich mehr, wie du sagen würdest, Spielzeug oder weniger Spielzeug, sondern
was führt wirklich zu mehr Sicherheit? Und da auch nochmal ein Punkt. Das wollte ich genau unterstützen, weil ich früher von dir Aussagen gefunden habe, wo du gesagt hast, man kann immer quasi über neue Befugnisse reden, aber da muss erstmal auch überprüft werden, ob das, was quasi von Polizeiseite behauptet wird, wir brauchen das jetzt, ob das denn wirklich nach einem Jahr oder so weiter, nachdem das getestet wurde und dann nachweislich, okay, das klappt tatsächlich, oder wissen wir gar nicht, ob das klappt, aber die behalten das trotzdem. Ist das immer noch der Anspruch von euch? Ja. Okay. Also ich will auch mal sagen, zum Beispiel die Waffenverbotszonen, wir waren da dagegen. Ne? Die sind wahnsinnig polizeiintensiv. Wir hatten die Angst, dass das Verdrängung einfach in die Nebenecken gibt. Klar. So, jetzt haben sie die eingeführt. Ich finde, jetzt müssten wir uns einmal hinsetzen und gucken, haben die wirklich was gebracht oder war unsere Befürchtung echt? Und wenn sie wirklich was gebracht haben, dann muss ich auch die Größe haben und zu sagen, okay, dann habe ich halt nicht recht gehabt und dann machen wir das. Ja. Wenn ich aber merke, das hat nur zur Verdrängung geführt und die Polizei macht viel Arbeit, damit dies, ohne dass wir die Stadt sicherer machen, dann erwarte ich denselben Größe, die ich jetzt gerade von mir eingefordert habe, auch von den anderen. Und ja, das ist mein Ansatz. Das ist mein Ansatz, den ich gerade versucht habe darzustellen. Schön. Und letzte Frage, brauchen wir noch mehr Polizisten? Im Augenblick ich halte die Frage für falsch. Ich sage das mal ganz ernsthaft. Weil das ist jetzt meine Frage. Ja, aber ich will die trotzdem anders beantworten, weil ich glaube, der Punkt ist ein anderer. Ich merke doch, dass im Augenblick gerade SPD und CDU rumlaufen und sagen, wir brauchen mehr Polizisten. Wir haben weder die Ausbildungsplätze, die wir haben, komplett abgedeckt, noch sind die Stellen, die wir bei der Polizei haben, ausgefüllt. Wir können froh sein, wenn wir auf Dauer den Bestand, den wir im Augenblick haben, halten können. Und deshalb ist die Frage aus meiner Sicht nicht, brauchen wir mehr oder weniger, sondern wie setzen wir die Polizisten dort ein, wo sie gut sind und wo sie uns was bringen. Ich habe es gefragt, weil wir haben in den letzten Jahren immer mehr Polizisten in dieser Stadt, Polizistinnen und Polizisten, also immer mehr Personal, glaube ich mittlerweile mehr als in New York City. Und trotzdem ist die Kriminalität aber nicht runtergegangen. Dementsprechend, so wie das ja quasi von anderer politischer Seite behauptet wird, wir brauchen aber mehr Polizisten, dann wird die Stadt sicherer. Das ist ja einfach nachweislich nicht so. Und wir waren ja gerade bei der evidenzbasierten Polizei. Ja, aber darum war mein letzter Satz ja natürlich auch also ich glaube, diese Frage stellt sich überhaupt nicht, ob wir mehr Polizisten brauchen oder nicht. Wir kriegen sie ja gar nicht. Zwei eurer potenziellen Koalitionspartner sagen ja, sie brauchen mehr. Darum frage ich. Die CDU und die SPD. Ich sehe jetzt erstmal die Linke und die SPD als meinen potenziellen Koalitionspartner. Ich kann mich ja nur deutlich aussprechen, was für eine Koalition ich will. So. Ja. Gut, aber haben wir das geklärt? Ja. Mit den Grünen jetzt nicht zwangsläufig. Ihr seid nicht für mehr Polizisten, so habe ich es verstanden. Nee. Gut, kommen wir nochmal. Fragen, falls ihr an Werner habt, gebt sie Hans an die Hand. Wir kommen jetzt nochmal zu zwei meiner Schwerpunktthemen. Einerseits Verkehrspolitik und einmal, weil wir waren ja wieder bei den besten Grünen und den Anspruch und so weiter und ihr habt da mal so schöne Sachen gehabt. Aber wir kommen jetzt mal zur Vergesellschaftung. Da gibt es ja... Wir haben immer noch schöne Sachen. Pass auf, da gibt es ja den Volksentscheid 2021, da haben die Berliner zu 60% gesagt, ja, wir wollen, dass Immobilienkonzerne mit mindestens 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Die Grünen, Bettina war ja damals hier, haben sich damals nicht dafür ausgesprochen, mit Ja zu stimmen. Also, dass die Grünen... Das stimmt schon nicht ganz. Nö. Die Linken haben damals das unterstützt, die Grünen haben nicht mit Ja geworben. Bettina hat gesagt, dass sie Ja stimmen wird. Im Wahlkampf. Genau, aber ihr als Partei habt das nicht gesagt. Ich habe auch gesagt, dass ich mit Ja stimme. Genau, das war meine Frage. Du hast 2021 mit Ja gestimmt. Ja. Deine Partei war aber damals nicht dafür. Ja, meine Partei war, also ich weiß gar nicht, wie der Beschlusslage da war. Wir haben schon das insgesamt unterstützt. Ich glaube, wir haben im Wahlprogramm waren wir noch, also wir haben damals ja, da war ich Landesvorsitzender, uns dann schon sehr dafür ausgesprochen. Da gab es ja dann auch diesen Landesausschussbeschluss und das war schon einer, der das mit unterstützt hat. Also müsste ich jetzt mir nochmal den Landesausschuss, aber ich habe dann auch dieses mit vorgegeben. Also eigentlich, wir hatten damals aber noch etwas anderes mit reingebracht. Das war ein Mietenschutzschirm, den wir auch noch mit vorgeschlagen haben, ob wir nicht versuchen, wenn er angenommen wird, nochmal die Immobilienlobby, die Politik und die Initiative an einen Tisch zu bringen, um was zu verhandeln, was wirklich rechtsverbindlich ist. Das wurde dann ja nicht gemacht. Aber wir haben damals auch uns für diesen Volksentscheid ausgesprochen. Wir wollten das nur anhand von
Also wir waren dann noch, also es war ja am Anfang der Debatte, wie kann man diesen Paragraphen richtig umsetzen. So, ja? Und da gab es auch bei uns in der Partei noch am Anfang viele Punkte, die jetzt ihr seid da gespalten, da kommen wir gleich zu. Aber es stimmt, Bettina war, ja, ich würde dafür stimmen und so weiter, aber ihr als Partei bei der letzten, also 2021er Wahl, habt euch nicht als Partei dafür ausgesprochen, den Volksentscheid zu unterstützen, wie die Linken. Das habt ihr nicht gemacht. Ja, wir haben damals aber zu gar keinem Volksentscheid was gesagt. Genau. So wie jetzt dieses Jahr beim Berlin Autofrei. Aber der ist ja gescheitert, darum ist das jetzt egal. So, du hast 2021 aber für den Volksentscheid gestimmt. Ja. Dann war der erfolgreich, dann wurde von auch euch mit der SPD zusammen und den Linken eine Expertenkommission eingesetzt, die bestätigt hat, das ist verfassungsrechtlich möglich, es ist das beste Mittel in Sachen Mietenregulierung und es gibt grundsätzlich jetzt keinen Grund, warum das nicht umgesetzt werden kann. Dann habt ihr als grüne Partei in Berlin auf dem Landesparteitag, das ist das höchste Gremium eurer Partei, dem bist du jetzt verpflichtet, das ist dein Souverän, das ist dein Chef. Ihr habt... Als Regierender wäre mein Chef ganz Berlin, aber ja. Ja, aber jetzt bist du für die Grünen hier. Und deine grüne Partei in Berlin hat beschlossen, dass die Beschlusslage, ihr sagt, wir Bündnisgrüne fordern weiterhin, dass dem Willen der Mehrheit der Berliner Rechnung getragen wird und der Volksentscheid zur Vergesellschaftung umgesetzt wird. Jetzt habe ich aber in euer Wahlprogramm hier geguckt, also jetzt zur Wahl. Da sagt ihr euren Wählern nicht das, was ihr beschlossen habt. Warum nicht? Ich kann gleich mal vorlesen, was ihr im Wahlprogramm sagt. Gleich mal vor, was wir da sagen. Da sagt ihr nämlich, die Ergebnisse der Expertenkommission und der Gesetzesentwurf der Initiative zeigen, dass eine Vergesellschaftung rechtlich möglich und finanzierbar ist. Wir werden den bereits beschlossenen Volksentscheid deshalb weiter vorantreiben, unterstützen und weiter in die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ihr sagt nicht, der Volksentscheid wird umgesetzt. Also ich will den umsetzen. Das habe ich auch deutlich gesagt. Und warum sagt deine Partei dann nicht das im Wahlprogramm? Warum sagt ihr euren eigenen Wählern nicht, was eure eigene Position ist? Ne, tun wir doch. Wir wollen das ja weiter vorantreiben. Dass es nicht ganz einfach ist, ist ja auch klar. Also jetzt mal ganz kurz, ich glaube schon... Du verstehst aber den Unterschied. Ja, also ganz nicht. Es sind halt politische Sätze, die immer wieder in Aushandlungspositionen dann mit reinkommen. Aber es steht ja sehr klar da. Du hast ja selber gesagt, was die Expertenkommission gesagt hat. Auf die beziehen wir uns und dass wir das auch weiter vorantreiben wollen. Und übrigens, das Wahlprogramm... Ihr sagt in einem Wahlprogramm nicht, der muss umgesetzt werden. Naja, wir haben dieses Wahlprogramm, also in dem Zeitpunkt, wo wir das beschlossen haben und auch vorgestellt haben, war noch nicht der Zeitpunkt, als die Initiative schon die Gesetzesvorlage mitgegeben hat. Wir hatten in dem Zeitpunkt noch kein Gesetz vorliegen, das man mit debattieren kann. Und auch jetzt haben wir ein Gesetz, wo es auch von unserer Seite und auch von der linken Seite noch viele Fragen gibt und auch Kritik noch dran gibt. Und wir, glaube ich, sind schon in einer Situation, wo, wenn wir das ernsthaft meinen, dass wir diese Vergesellschaftung hinbekommen wollen und dass wir den Artikel 15 umgesetzt bekommen, noch einige Fragen von uns mit dabei haben und wir auch in der Frage, wie kriegt man dieses Gesetz aufgesetzt und vorangetrieben und dann auch umgesetzt, noch Schritte gehen. Aber was man mehr oder weniger sagt, dass dieser Satz auch nicht aber es geht ja jetzt nicht mehr um, wir wollen es umsetzen, sondern ihr müsst das umsetzen. Das ist Volksentscheid, das ist souverän. Ja, aber das geht ja, also wenn man den Satz vom Wahlprogramm liest, kann man ja auch den so lesen, dass wir sagen, wir wollen diese Hürden auch erarbeiten und dann zur Umsetzung kommen. So, ihr sagt in einem Wahlprogramm, ja, das ist ja möglich, was beschlossen wurde und das hat die Expertenkommission bestätigt. Und deshalb wollen wir es weiter vorantreiben. Das ist aber was anderes, als wenn ihr sagt, das wird umgesetzt. Ihr habt zum Beispiel jetzt immer die schwarz-rote Regierung genau für die Verschleppung der Vergesellschaftung kritisiert und habt gesagt, die sollen mal Vergesellschaftungsgesetz auf die Bahn bringen. Jetzt ist natürlich interessant, und das ist ja auch euer Beschluss in der Landespartei, dass ihr sagt, es muss ein Gesetz geben. In eurem Wahlprogramm kündigt ihr nicht an, dass ihr das Vergesellschaftungsgesetz auf den Tisch legt. Wir sagen, dass wir haben doch im Augenblick noch, wir werden es weiter erarbeiten. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Grünen das, was ihr fordert, dann auch macht. Kann man sich darauf verlassen? Kündigst du also ein Vergesellschaftungsgesetz an nach der Wahl? Von euch Grünen? Wir wollen, dass wir diesen Weg der Vergesellschaftung weitergehen. Wir fühlen uns auch diesen Volksentscheid, der mit 60% angenommen ist, verpflichtet. Und wir werden... Leg den Gesetz vor. Naja, jetzt erstmal, wir müssen doch... Nein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das finde ich jetzt du sagst das auch nicht, ja. Naja, im Augenblick sehe ich die Situation, dass wir in dieser Frage
das so hochchessen, dass am Ende eine rot-grün-rote Regierung nicht möglich ist. Das ist das wichtigste Thema für die Berlinerinnen und Berliner. Naja, das ist die Entscheidung des Berliner Souveräns. Nee. Also jetzt 2 Sachen auseinanderkriegen. Erstens, das wichtigste Thema bei den Umfragen ist Wohnen, Mieten, nicht die Umsetzung vom Deutsche Wohnen enteignen. Distanziere ich mich aber noch nicht davon, aber ich will nur sagen, dass wir jetzt gerade 2 verschiedene Sachen in einen Topf werfen. Und ich finde auch, also auch zur Wahrheit gehört auch, dass wir, wenn wir Deutsche Wohnen enteignen umsetzen wollen, dass es noch lange dauern wird. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber irgendwann muss man anfangen. Wir warten jetzt schon 5 Jahre. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass wir nicht anfangen wollen. Aber ich will dir nur sagen, dass es auch die Problematik gibt, dass wir natürlich auf eine Zeitschiene gehen, die auch nicht nur schnell geht. Wir werden dieses Gesetz, was die INI vorgelegt hat, gibt es noch Debatten darum, ob das mit dem Grundbucheintrag richtig ist, ob das mit den 100 Jahren Ihr könnt ja auch ein eigenes Gesetz auf den Tisch bringen, damit ihr quasi die Kritik... Ja, wir diskutieren ja sehr viel. Ich treffe mich regelmäßig mit der Initiative. Wir sind mit denen auch im Austausch. Auch wie sie es vorgelegt haben, haben wir debattiert. Ich finde es auch gut, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sowas vorangebracht haben, auch zusammen auch in die Debatte zu gehen. Aber die legen ja jetzt das Gesetz vor, weil ihr als Politik das verschleppt und kein Gesetz bisher beschlossen habt. Darum machen die jetzt, nachdem sie den Volksentscheid gewonnen haben, jetzt quasi ein konkretes Gesetz zum Volksentscheid, damit ihr als Senat das nicht mehr verschleppen könnt und das Gesetz, was dann beschlossen wird, Gesetz ist. Damit ihr quasi nicht mehr rumeiern könnt. Ihr könntet ja jetzt, wenn du jetzt eine Kritik daran hast, sagen, wir haben Kritik als Grüne, wir machen ein eigenes Vergesellschaftungsgesetz. Hindert euch niemand dran. Das kommt nicht. Du sagst das auch nicht. Nee, wir müssen dieses Gesetz richtig gut erarbeiten. Das wird seine Zeit dauern. Ihr habt doch in der Opposition ja Zeit gehabt? Naja, wir haben jetzt, also erstens waren wir zum Glück ja nur 3 Jahre in der Opposition, zweitens sind das rechtliche Fragen, auch die Expertenkommission, die ihr eingesetzt habt, geklärt hat. Nicht alle. Also das sind ja auch gerade bei Fragen, die wir auch bei der Auswertung noch mitklären müssen, auch wo wir im Augenblick noch in Debatten sind. Die Initiative hat es bis heute auch noch nicht geschafft, das zweite Gesetz, das wichtig ist, zum Anstalt öffentlichen Rechts mit vorzulegen, weil wir da auch nochmal große Fragen haben, wie wir das aufgestalten können. Es gibt Fragen über die Zeitschiene, wie das auch gestaltet werden kann. Also wie kann ich dieses Gesetz erarbeiten. Aber ich sag doch, ich finde es wichtig, dass wir diesen Volksentscheid umsetzen. 60% haben dafür gestimmt und jetzt sind wir in einer Situation, ich fand auch, also weil das ja so suggeriert, auch ich fand die Expertenkommission auch richtig, weil wir tatsächlich auch mit diesem Artikel 15 auch Neuland betreten werden. Sure. Und wenn wir es ernst meinen, dass wir dieses Neuland gut finden, und so verstehe ich dich jetzt gerade, wenn du da so dafür kämpfst, dann dürfen wir doch nichts machen, wo das dann am Ende total scheitert vor Gericht, sondern wir müssen es auch hinkriegen, dass wir da was mit Hand und Fuß vorlegen, weil sonst ist der Artikel 15, der noch nie gezogen wurde, noch kaputter, als er jetzt schon ist. Und deshalb finde ich dann bietet doch mal Hand und Fuß an. Nee, wir diskutieren ja vieles. Wir haben ja auch die Frage, aber trotzdem wird es aus meiner Sicht heraus sitzen wir jetzt in der Situation. Wir haben die Ergebnisse der Kommission und die hätte ich gerne in einem regulären Verfahren zur Erarbeitung des Gesetzes auch mit eingebracht, weil auch das, natürlich kannst du jetzt sagen, mach das mal als Fraktion, aber die Mittel als Fraktion sowas zu erarbeiten sind natürlich deutlich geringer, als wenn ich von einem Senatshaus, von einem Bundesland organisierten Prozess gehe, wie ich ein Gesetz erarbeite, wenn ich Verbändeanhörungen mit reingebe, wenn ich in die Frage der Abläufe auch mit der Verwaltung mit reingehe. Wir sind doch vor großen Herausforderungen und es ist mir schon wichtig, wenn wir uns im Augenblick ansehen, ne, auch die Frage, wie kann die Transformation stattfinden von den 200 bis 240.000 Wohnungen, je nachdem, wie die Rechnungen gerade sind, zum Land hinüber. Ja? Das ist auch gar nicht so easy peasy. Wir haben im Augenblick immer noch die Situation, dass diese 40.000 Wohnungen, die wir von Vonovia gekauft haben, 2023 noch nicht komplett bei den Landeseigenen überschrieben worden ist, von dem verwaltet wird, weil im Augenblick die Verwaltung das nicht hinkriegt, die so schnell hinzukriegen. Das sind ja Fragen, wie gehe ich damit um, wenn in der Zwischenzeit Wohnungsbesitzer aber dann pleite gehen, aber wir die noch nicht übertragen haben. Das sind ja alles Fragen, die müssen im Augenblick noch auch mit geklärt werden. Und deswegen ist mir das schon wichtig, weil du das am Anfang anders gesagt hast. Das wichtigste Thema ist für die Berlinerinnen und Berliner, dass wir den Wohn- und Mietenbereich angehen. Und da ist die Vergesellschaftung für uns ein wichtiges Thema. Aber wir haben auch ein bezahlbares Mietengesetz entwickelt, was bei den Linken sicheres Wohngesetz mit heißt, ja, wo wir auch verpflichten wollen, dass alle anderen Sozialwohnungen mit angeben. Wir haben, ich glaube, das Kataster, das jetzt angeführt wurde, wenn ich das richtig sehe, es gibt ja, Grach hat gesagt, das ist ab dem 1.1. da, sein
Senator sagt, es dauert mindestens noch 2-3 Jahre, weil er noch nicht mal die Ausschreibung für die Software rausgegeben hat dafür. Ja, wir müssen auch in diesen Bereichen weiterkommen. Und auch da die Frage nach Eigentumsumwandlung ist im Augenblick noch sehr stark. Also wir haben in dem Bereich schon auch noch andere Baustellen jenseits der Vergesellschaftung und die wir auch angehen müssen. Keine Frage. So, aber wir sind uns einig, dass Mieten und Wohnen das wichtigste Thema in Berlin jetzt gerade ist. Das Mieten und Wohnen. So, eure Expertenkommission hat euch schwarz auf weiß gegeben, das beste Mittel in Sachen Mieten und Wohnen. Ja, aber auch wenn das beste Mittel erst in 10, aber trotzdem, ich werde noch Zeit brauchen. Jetzt musst du mich mal kurz ausreden. Ja, ich sag versuche es ja auch mal. Das ist das, ja, habe ich jetzt. Das ist das beste Mittel. Wenn ihr was bei Mieten und Wohnen tun sollt, dann ist das beste Mittel laut eurer eigenen Experten und der Meinung der Berliner die Vergesellschaftung. Und jetzt streiten wir uns, oder beziehungsweise es ist ja so, du sagst, wir wollen das umsetzen. Die Berliner haben aber den Anspruch darauf, dass ihr das macht. Also wir werden das umsetzen. Und pass auf. Und das Interessante ist, wenn man in euer Wahlprogramm geht, da könnt ihr in Sachen Wohnen und Mieten tatsächlich konkrete Sachen ankündigen. Da habt ihr zum Beispiel gesagt, ihr werdet konkret ein Wohnungswirtschaftsgesetz nach der Wahl auf die Strecke bringen. Das heißt, ihr könnt tatsächlich ein Gesetz ankündigen, worauf man sich verlassen kann. Hey, das ist doch glaubwürdig und ich kann mich darauf verlassen, dass die Grünen das danach machen. Ihr könnt also ein Gesetz ankündigen, aber wenn es um Vergesellschaftung geht, bleibt ihr Nein, wie weich. immer gilt bei allen Themen, und darum habe ich das ja auch mal gesagt, ich ziehe nirgendwo eine rote Linie und nur grüne, dass wir am Ende einen Koalitionsvertrag aushandeln Warum müssen. ist die demokratische Entscheidung des Souveräns keine rote Linie für euch? Ich will eine rot-grün-rote Regierung hinkriegen. Und im Augenblick muss ich doch sehen, dass ich, wenn ich das hinkriegen will, einen Weg erarbeiten muss, wie wir genau in dieser Frage auch zusammenkommen. Und wenn ich jetzt das alles, du hast mir zu Recht das mit vorgeworfen mit der CDU, so, ja, aber ich möchte nicht den Preis, also so, und es geht ja nicht nur um die Vergesellschaftung, sondern es geht auch um eine andere Wohn- und Mietenpolitik. Es geht eben auch um das bezahlbare Mietengesetz. Es geht auch darum, dass wir Vermieter zwingen, wieder in die Instandhaltung zu investieren. Auch, dass wir die Landeseigenen so hinkriegen, dass sie ihren Bestand auch fit machen. Auch, dass wir die Mietenregulierung auf anderen Wegen noch machen. Es gibt viele Punkte, ja, dass wir das Vorkaufsrecht wieder, wenn möglich, irgendwo wieder mehr ziehen. Es gibt in diesem Bereich so viele Punkte und deshalb ist es mir schon wichtig, dass ich jetzt nicht im Wahlkampf, und das macht mir Sorge, wenn wir im Augenblick im Wahlkampf alle uns so hochchessen, dass es dann am Ende nicht mehr möglich ist, da sinnvolle Wege zu gehen. Und ich weiß, dass ich jetzt... Aber wir reden jetzt über einen Volksentscheid, der entschieden ist. Das ist was anderes als irgendwie Themen hochchessen. Das verstehst du schon. Ich will ihn umsetzen. So, aber ich muss trotzdem die SPD in diese Regierung kriegen. Das ist mein Ziel. Genau, und Krach sitzt hier als Vertreter und sagt mit mir nicht. Und dann seid ihr doch schon am Arsch. Ja, aber darum muss ich ja Wege suchen, wie ich das hinkriege. Das ist doch für uns und für die Linken ein wichtiger Punkt, dass wir das reinkriegen. Wir können doch nicht diese CDU weiter regieren lassen, mit dem, wie sie die Stadt kaputt macht. Du hast 2022 was Interessantes gesagt zum Thema Stromnetz. Da ist nämlich das gleiche Prinzip, das hast du gesagt. Beim Stromnetz hier in Berlin war das was anderes. Weil wir die Grundversorgung der Berliner in kommunaler Hand haben wollen, damit es keine Profite für externe Unternehmen gibt. Darum habt ihr damals das Stromnetz zurückgekauft und wart auch dafür. Ja. Warum gilt dieses Prinzip, nämlich Grundversorgung der Berliner in kommunaler Hand, was ja bei der Vergesellschaftung des Wohnraums auch dann so wäre, und damit es keine Profite für externe Unternehmen gibt? Warum ist das nicht das Prinzip auf dem Wohnungsmarkt? Na, ich will ja da mehr hinkommen. Also, und ich will doch die Vergesellschaftung umsetzen. Also ich verstehe jetzt diese Frage nicht, weil ehrlich gesagt, du suggerierst ja, dass ich das nicht möchte und ob ich mich gegen die Vergesellschaftung aufstelle. Wenn du Krach das fragst dann oder Evers, dann verstehe ich die Frage, aber du sogar unterstellst mir jetzt etwas, also oder zumindest habe ich das Gefühl, Entschuldigung, kommt das bei mir so an, als ob du mir was unterstellst, was ich nicht möchte. Ich sage aber nur, ich habe das in allen Bereichen, ja, aber ich habe das in allen Bereichen im Augenblick gesagt, dass wir diese roten Linien nicht ziehen. Wirklich in allen Bereichen, nirgendwo. Das Einzige, was ich ausschließe, wirklich hat es eine Koalition mit der AfD. Und deswegen, mir ist die Vergesellschaftung wichtig, sonst würde ich das doch nicht so sagen. So, aber die... Also wir drehen uns im Kreis. Der Punkt war, weil ihr keine roten Linien zieht, wäre meine Kritik jetzt, dass man sich bei den Grünen auf nichts wirklich verlassen kann, weil ihr euch alle... Ja, damit du mir fragen musst jetzt... Man kann sich nicht darauf verlassen, dass mit euch irgendwas nicht passiert. Oder dass mit euch irgendwas passiert. Außer, dass ihr nicht mit der AfD zusammenarbeitet. Ja, ich habe jetzt nicht A gesagt, es geht gar nicht an dich, sondern weil
Also vom halben Jahr galten wir noch hier in Berlin als die Berliner Linken, Grünen hier als die Sturköpfe, die mit dem Kopf durch die Wand wollen und ganz krass sind. Jetzt bloß, weil ich sage, wir ziehen jetzt nicht öffentlich rote Linien vor Koalitionsverhandlungen, weil ich das finde, dass man das dann bei Koalitionsverhandlungen versucht zusammenzukommen und weil ich eine Komplexität ausspreche, die eigentlich normal ist, dann wird das, finde ich es irgendwie schwierig. Ich meine, wir haben den Ruf als Grüne und da kann ich auch ganz klar sagen, das kriegt man mit mir auch, dass man oft nächtelang und auch bis spät diskutieren muss, weil wir viel und stark für unsere Position kämpfen. Aber es ist doch eine andere Situation, in der wir gerade sind. Also im Augenblick wenn wir diese roten Linien, die anderen ziehen, ernst nehmen, dann geht gar nichts. Ja? Die Linke sagt, mehr oder weniger, ohne DWE geht es nicht. Ja? Die SPD sagt, mit DWE geht es nicht, aber eine Randbebauung am Tempelhofer Feld auf gar keinen Fall. Und die CDU sagt, keine Randbebauung am Tempelhofer Feld. Ja, was machen? Sollen wir jetzt alleine regieren? Würde ich auch gerne, aber das wird die Prozente nicht hergeben. Dieses rote Liniengeziehe, wo es dann nach der Wahl alles wieder über den Haufen geschmissen wird, das ist doch irgendwie auch nicht okay. Aber wäre doch von Vorteil, wenn die Grünen sich da klar positionieren, weil dann... Bei uns weiß man, was wir wollen. Wir wollen die MieterInnen schützen. Wir sind bereit, und das hat auch unsere Parteigeschichte immer gezeigt, auch gegen Vermieter hart vorzugehen, auch regulatorisch. Es waren grüne Stadträtinnen, die zum ersten Mal das Vorkaufsrecht gezogen haben. Es waren grüne Stadträte, die das erste Mal den Milieuschutz eingeführt haben. Wir waren da mit dabei, als wir den Mietendeckel gemacht haben. Es waren immer, auch aus der Grünen Partei, gerade Berliner grüne Tradition heraus, waren wir da immer in diesen Sichten mutig. Und da können sich die Leute auch darauf verlassen, dass wir das weiter sein werden. Und ich muss doch klar haben, wo ich hin will. Und ich will auch die Vergesellschaftung umsetzen. Aber ich brauche eine Koalition, mit der ich das schaffen kann. Wir reden ja aber bei Vergesellschaftung nicht nur davon, dass es hier Vonovia oder ehemals Deutsche Wohnen und so weiter betrifft, also wirklich Aktienunternehmen, wo man sagen muss, okay, die sind ja aufgrund der Aktionärsstruktur und so weiter zur Profitmaximierung verpflichtet. Die müssen mit Haut und Haaren sich gegen das wehren, was was ihnen droht. Das ist ja logisch, einmal unternehmerische Handeln. They don't care. Sie müssen das machen, was sie machen. Wir reden aber auch davon, dass anderen, und zwar einzelnen Menschen, nicht nur juristischen Personen, Menschen die Stadt gehört. Ich habe es letztes Mal mit Krach mal durchgemacht, wie viele einzelne Milliardäre, europäische, also tschechische, norwegische, italienische, Berliner Milliardäre, Nikolaus Berggrün als so halbdeutscher Milliardär, Gio Rapadowitz und so weiter, das sind einzelne Menschen, die Abertausende an Wohnungen hier gehört und kontrollieren. Aber ich verstehe jetzt gerade nicht, wo du hin willst, weil du versuchst, mich von der Vergesellschaftung zu überzeugen, für die ich bin. Ich will nur wissen, haben diese Menschen nach deiner Vorstellung ein Recht darauf, mit diesem Wohnraum, den sie kontrollieren und in der Hand haben, Rendite zu machen? Einfach nur mal konkret auf diese einzelne Person. Ich finde, dass Wohnraum für Rendite genutzt wird, sehr problematisch. Und darum bin ich ja auch für. Du bist nicht dagegen? Naja, ich will das tun, was ich machen kann, um das möglichst einzugrenzen. Darum bin ich ja auch. Tust du alles dafür, dass diese Milliardäre, die Abertausende Wohnungen in Berlin haben, diese Wohnung abgeben? Kämpfst du dafür? Ich kämpfe für die Vergesellschaftung, habe ich doch schon gesagt. Also auch von deren Eigentum. Ich muss jetzt erstmal sehen, ich weiß nicht, wie viele die jeweils haben. Also lass uns mal kurz. Das waren alle, die mehrere tausend Wohnungen haben. Ja, also wenn die über 3000 sind, dann ist es ja. Heimstaden, Covivio und so weiter. Wir müssen ja erstmal sagen, das ist ja ein bisschen irreführend, wie die Deutsche Wohnen enteignen heißt. So, es geht eben nicht nur um Deutsche Wohnen enteignen, sondern es geht um alle, die über 3000 sind. Und es geht nicht um enteignen, sondern es geht um Vergesellschaften. Richtig. So, das sind ja die zwei verschiedenen Punkte. Ja. Und ich finde das richtig. Also, weiß ich jetzt, aber ich würde, aber andersrum wird auch noch ein Schuh draus. Dann haben wir es geklärt. Andersrum wird doch auch noch ein Schuh draus. Ist mir schon auch wichtig, das auch nochmal klar zu sagen. Wir haben auch unter diese 2000 Leute, die Wohnungen vermieten, die den letzten Cent aus den Mietern herauspressen. Und die müssen wir auch aber regulieren. Das betrifft jetzt nicht die Folge der Volkswirtschaft. Das wollte ich jetzt genau, aber ich sage nur anders, dass mir das auch wichtig ist. Und darum haben wir ja auch das bezahlbare Mietengesetz mitentwickelt, wo wir auch mit hineingehen und sehen, was für Möglichkeiten haben wir. Und ich kann klar sagen, wir als Grüne gerade die Berliner Grünen, waren immer Vorreiterinnen mit dabei, wenn es darum geht,
zu fragen, wie können wir die Berliner Mieterinnen und Mieter schützen, weil wir natürlich, ich würde am liebsten auch sowas wie einen Mietendeckel haben, weil dann könnten wir das relativ einfach machen. Können wir vieles, auch wie viel Profit rausgeschlagen wird und begrenzen. Leider geht das im Augenblick nicht, weil der Bund uns diese Länderöffnungsklausel nicht gibt und die Möglichkeit dazu nicht gibt und das Bundesverfassungsgericht so geurteilt, wie wir haben. Aber das Urteil sagt aber auch klar, dass wir sehr viel beim Wirtschaftswesen begrenzen können und deswegen wollen wir das auch, dass wir sagen, sie müssen Großteil ihrer Wohnungen, 10-30%, zu Kriterien wie Sozialwohnungen anbieten. Wir wollen, dass sie auch wieder in den Stand investieren. Ja? Und wir wollen auch drakonische Strafen danach haben, weil oft diese Strafen, die sie im Augenblick bekommen, entweder gar keine sind oder aus der Portokasse gezahlt wird. Also auch da müssen wir mit rein und brauchen wir den Schutz der Mieterinnen und Mieter. Falls ihr das alles nicht verstanden habt oder irgendeine Nachfrage habt, gebt sie Hans in die Hand. Ihr habt noch circa eine Viertelstunde Zeit. Eine Frage nochmal. Jetzt nicht Wohnungsmarkt, sondern ein anderes Thema, weil diese Milliardäre kontrollieren nicht nur Wohnungen, sondern Flächen, Gewerbeflächen, Kulturflächen. Letzte Woche war ja RRW-Gelände, gab es eine Einigung, wo ja auch dieses Gelände wieder reichen Menschen oder reichen Firmen gehört, diese Kurt-Immobiliengruppe. Denen gehört das. Das Problem ist, die wollen da natürlich Büros bauen, Luxuswohnungen und so weiter und so fort. Die Stadt muss mit denen verhandeln und dann die kulturtreibenden Clubs, andere und so weiter müssen dann halt sehen, was da rauskommt und dann haben sie ein bisschen Glück. Aber das Problem ist ja, dass Privaten, diesem Unternehmen, diese Kulturflächen gehören und damit unsere Kulturlandschaft und das Kulturtreiben schwieriger wird. Warum seid ihr dafür, dass Kulturflächen vergesellschaftet werden? Also ich weiß gar nicht, ob das, also ich habe mich jetzt nochmal versucht, mich da einzulesen, ob das bei diesen Sachen geht. Ich glaube, es ist nicht so einfach wie bei anderen Sachen. Aber prinzipiell finde ich das erstmal, wenn wir einen Weg hätten, dieses RAW-Gelände auch für Kultur zu schützen, fände ich das gut, weil wir im Augenblick natürlich diese Kulturflächen brauchen und die zu viele Büroräume haben. Es ist ein bisschen, also zumindest was ich habe das hat ja ein grüner Direktkandidat, Enat aus dem Bezirk, hat das ja gefordert, dass wir das machen. Und seitdem habe ich versucht, mich da ein bisschen einzulesen. Scheint das nicht so ganz einfach zu sein, rein auf den rechtlichen Ebenen. Wenn das... Dafür haben wir ja euch. Ja. Damit die nicht einfachen Sachen gemacht werden. Aber sollte man mit Kulturflächen in Berlin Rendite machen können? Das ist die Frage. Also ich möchte das überall so möglichst gering einschränken, also so groß einschränken wie möglich, damit Rendite gemacht wird. Wir brauchen mehr Kulturflächen und wir müssen diese schützen. Und vielleicht auch Eigentum. Naja, ich habe doch gerade gesagt, ich habe mich ja sogar angefangen einzulesen in dieser Frage und es ist nicht so einfach. Also wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir einen B-Plan, damit wir dann das ihnen entziehen könnten und das ist aber auch nicht sicher, weil das ist ja bisher noch nicht geschaffen. Also bisher gab es nur einen Präzedenzfall, wo eine Enteignung bei Kultur mitgemacht wurde und das war auf Denkmalschutzbasis. Ob das auf anderen Basisen vom Bundesverfassungsgericht Bestand hat, ist ein Hochrisiko. Das muss man jetzt erst mal sagen. Und hier haben wir die Situation, dass wenn wir den B-Plan hergeben würden, damit wir danach dagegen klagen können, zur Enteignung, natürlich auch ins Risiko gehen, dass wir dann scheitern und dann wird alles bebaut. So, jetzt ist halt die Abwägung, die man da ein bisschen hat. Aber ich sage nur, ich glaube, wenn wir dann einen Weg finden, ich bin dabei. Juristischen Streit wird es so oder so geben, egal was ihr macht. Ja, ich hätte nur gerne sichere, also das RAW ist halt, ich weiß nicht, also wir kämpfen da ja schon sehr lange dafür, in der Tradition auch von Franz Schulz, der damals in Friedrichshain-Kreuzberg noch Bürgermeister war und. Also seitdem ich hier in Berlin Politik mache, auch in Friedrichshain-Kreuzberg, ist das ja etwas, was wir wirklich versuchen zu schützen. Mir ging es nur darum, dass man vielleicht nicht nur bei Mieten und Wohnen stehen bleiben sollte in Sachen Eigentum, privates Eigentum entziehen, sondern das könnte man ja auch bei anderen Flächen, die den Menschen wichtig ist. Das ist das Thema. Und jetzt lass uns... Wir brauchen dort also mich treibt das schon um, dass wir Enteignungen im Augenblick nur haben, wenn man einen Tagebau bauen will, wenn man eine Autobahn bauen will oder wenn man wenn man für Konzerne enteignet. Ja, oder für die Zerstörung von Umwelt- und Klimaschutz ist. Für Konzerne und Privat. Ja, oder unseren Planeten zerstören will. Und das finde ich nicht den richtigen Ansatz. So, jetzt habe ich dir aber auch schon, aber ich finde halt trotzdem, wenn ich jetzt hier in deiner Sendung sitze und versuche, das auseinander zu klamüdern, bringt es mir nichts. Und das ist der Ansatz, den wir gerade machen. Ich mute den Menschen Komplexität zu. Die Komplexität ist, dass es
dass ich das erstmal einen schönen Gedanken finde, dass es aber nicht so einfach gerade ist. Wenn wir das mit einer Grundgesetzänderung verändern könnten, wäre ich dabei. Gut, letztes Thema, letzten 10 Minuten, bevor Hans kommt. Mir war nochmal wichtig Verkehrspolitik und Stadtplanung. Weil du da auch viele interessante Positionen in der Vergangenheit vertreten hast. Du ja forderst, ihr müsst die besten Grünen sein, die ihr sein könnt. Und ich mich frage, warum seid ihr das dann jetzt nicht? Offenbar toll. Du hast 2022 zum Beispiel gefordert, einen monatlich autofreien Sonntag. Da hast du gesagt, da können wir mal erleben, wie schön eine Stadt sein kann ohne Auto. Zugleich werden die Leute feststellen, dass man an dem Tag auch überlebt. Jetzt habe ich ein neues Wahlprogramm geguckt. Hab die ganze Zeit gesucht. Was sagt denn jetzt hier unser Möchtegern-Regierungsbürgermeister zu einem monatlichen autofreien Sonntag? Und ich habe nichts gefunden. Ich finde ihn nach wie vor gut. Nicht jedes, was ich... Forderst, Werner, den monatlichen autofreien Sonntag. Ich finde den autofreien Sonntag super. Forderst du den? Ja, ich habe ja gesagt, ich finde ihn gut, ja. Also das, nicht alles, was ich... Warum fehlt das in eurem Wahlprogramm? Nein, nicht alles, was ich irgendwann mal gesagt habe, steht im Wahlprogramm. Also das aber warum fehlt das? Das wäre doch mal was. Weiß ich jetzt nicht. Also die haben jetzt nicht alles durchsucht, was ich jemals gefordert habe und dann ins Wahlprogramm reingeschrieben. Aber es steht ja auch nicht drin, dass wir es nicht wollen. Warum nicht sogar jede Woche autofrei Sonntag? Wenn wir jetzt mal so gehen? Warum nur einmal im Monat? Ja, weil das ja auch eine Maßnahme ist, um erstmal zu zeigen, wie schön sowas sein kann. Und lass uns doch schrittweise die Verkehrswende gelingen. Dann, anderes interessante Sache, ihr macht, so habe ich euer Wahlprogramm versprochen, ihr stellt keine Hierarchie der Verkehrsmittel auf. Ihr sagt, Mobilität in Berlin soll natürlich mit mehr Radwegen gelingen und ÖPNV soll besser werden, soll billiger werden und so weiter. Das sagt ihr alles, aber im Grunde sagt ihr, Mobilität mit ÖPNV, Fahrrad zu Fuß und dann oder mit dem Auto. Das ist keine Hierarchie der Verkehrsmittel. Nämlich Hierarchie wäre zum Beispiel, zu Fuß ist besser als mit dem Fahrrad ist besser als mit ÖPNV, ÖPNV ist aber besser als Liefer- und Wirtschaftsverkehr und das ist besser als privates Auto nutzen. Das ist eine Hierarchie von Verkehrsmitteln. Diese Hierarchie stellt ihr nicht mehr auf. Warum nicht? Warum ist das oder mit dem privaten Auto... Erstens bekennen wir uns in diesem Wahlprogramm auch sehr klar zum Mobilitätsgesetz. Wir wollen auch die Veränderungen wieder zurücknehmen. Und in diesem Mobilitätsgesetz steht ja auch klar drin, dass es für den Verkehrsverbund, dass es Fahrrad, FußgängerInnen, Bus und Bahn einen Vorrang geben soll. So, das ist für uns schon auch weiterleitend. Wir werden in dieser Stadt, und das ist doch die Frage, wie kriegen wir jetzt eine sinnvolle Verkehrspolitik in vielen Bereichen hin? Und wir müssen den Verkehr zwischen den zwei Hauswänden irgendwie aufteilen und vielleicht noch diese Straße und den Platz, den wir dort haben, auch so nutzen, dass auch die Straßen auch vielleicht Orte wieder werden, wo es schöner wird, lebendiger wird, vielleicht ein verlängertes Wohnzimmer wird, dass wir uns da wieder gerne aufhalten. So, das heißt, wir werden den auch neu verteilen müssen und das ist doch gar keine Frage, dass wir sehen, dass das in den letzten Jahrzehnten immer fürs Auto verteilt wurde und wir das in eine andere Richtung mit verteilen wollten. Aber was es auch geben wird... Wer verliert, wenn ihr das neu verteilt? Das ist ja die Logik. Da muss es Verlierer geben. Wir würden jetzt natürlich sagen, das verliert gar keiner, sondern die Welt wird nicht. Wunderbar doch, weil wir sehen das doch auch. Schauen wir mal nach Kopenhagen, nach Paris und. Ja, habe ich getan. Ich komme da gleich mal zu. Wenn wir es schaffen, dass wir die Menschen dazu kriegen, dass sie eben, also wenn wir Fahrrad ausbauen, wenn wir Bus und Bahn besser machen, wenn wir auch dann Umbau machen, wenn auch mal ein Parkplatz wegfällt, dann fängt es an, dass die Menschen weniger mit dem Auto fahren und mehr mit den anderen Verkehrsmitteln. Und das heißt aber auch, dass für die wenigen, die noch das Auto dann brauchen, auch ein besserer Verkehr mit dem Auto möglich ist. Und es wird HandwerkerInnen geben, die werden am Ende noch mit dem Auto fahren. Es wird ältere... Wir reden jetzt über private Autos. Und das ist ja genau der Punkt. Es gibt Kopenhagen, Paris als gute Beispiele, Gent und so weiter und so fort. Was haben die gemacht? Die haben diese progressive Stadtplanung und Verkehrspolitik, die ihr euch auf die Fahnen schreibt, die haben klar gesagt, es gibt Verlierer, nämlich die mit einem privaten Auto in die Innenstadt wollen und die ein privates Auto haben. Das ist rein logisch. Naja, jetzt habe ich auch schon... Aber das hast du gerade nicht gesagt.
Doch, ich habe gesagt, dass es zwischen den Häuserwand der Platz aufgeteilt werden muss und dass wir in letzter Zeit gesehen haben, dass für den Autoverkehr jahrzehntelang sehr viel Platz genommen wurde und dass wir für den anderen mehr Platz brauchen. Warum sagt ihr den Berlinern nicht, wir brauchen weniger Autos auf den Straßen, also private Autos und damit auch weniger private Autos an sich? Das ist doch eine progressive... Brauchen ja weniger Autos auf den Straßen. Also den Vorwurf, dass wir jetzt eine Autofahrerpartei waren, habe ich jetzt wirklich selten gehört. Also den mache ich mir auch nicht zu eigen. Wenn ihr sagt, Mobilität, ÖPNV, Fahrer zu Fuß oder mit dem Auto ist was anderes als das Auto ist das Schlechteste von allen und wir müssen von den Autos weg, von den privaten Ich glaube, Autos. was dieser Satz mit aussagen will, ist, dass wir nicht verkennen, dass es auch immer Leute gibt, die auch mit dem Auto fahren müssen. Da steht übrigens nicht privat oder wirtschaftlich. Das steht jetzt bei diesem Satz nicht mit dabei. Also will ich auch mal sagen. Und natürlich wird es Menschen geben, die werden auch mit dem Auto fahren müssen. Nicht nur HandwerkerInnen oder die PflegerInnen, sondern auch ältere Menschen, die vielleicht oder Menschen mit Behinderungen. Also es wird bestimmte welche geben, die werden das auch noch benötigen. Aber die haben einen Vorteil davon, wenn wir es schaffen, dass der Autoverkehr, gerade der private Autoverkehr, deutlich abnimmt. Und natürlich ist das unser Ziel. Also pass auf, die Pariser arbeiten da gerade dran, die Kopenhagener arbeiten daran, in Gent haben sie es schon durchgesetzt. Die haben zum Beispiel einfach den Durchgangsverkehr verunmöglicht, dass man nicht mehr durch die Wohnstraßen und die einzelnen Kieze kommt und so weiter. Naja, aber jetzt sind wir die Vorkämpfer von jedem Poller. Das wäre in Berlin rein logisch, dass man außerhalb des Rings, des S-Bahns-Ring, es quasi verunmöglicht, mit dem privaten Auto irgendwo hinzufahren. Das ist natürlich Krankenwagen, Handwerk und so weiter. Davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass es unattraktiv wird, dass privater Autoverkehr da einfach ist. Dass es in einzelnen Kiezen, Alexanderplatz, Hackescher Markt und so weiter, autofrei ist, damit man da, wie in Paris, immer mehr zu Fuß laufen kann, Rad und so weiter. Seid ihr dafür? Arbeitet ihr daran? Also, wir sind jetzt ich muss mir überall vorwerfen lassen, dass wir diese Stadt verpollern. Ja, also es ist doch ganz klar, wir haben im Augenblick ganz, ganz viele Berlinerinnen und Berliner, die verkehrsberuhigte Zonen wollen. Die wollen, dass bei ihnen das besser wird. Und das ist unsere Auffassung, dass wir das auch mit dort, am liebsten erstmal dort, wo wir eine gesellschaftliche Unterstützung haben. Auch das hat Kopenhagen gezeigt, wenn man sich das genau ansieht. Ich war da auch erst vor kurzem. Die haben das erst mit den Bereichen gemacht, wo es auch von der Gesellschaft her viele Unterstützung gab, damit dann auch eine Zustimmung war. Und dann gab es immer mehr, die das auch wollten. Aber wir sind doch klar dafür, dass wir mehr Kiezblocks einführen. Wir sind klar dafür, dass wir Verkehrsberuhigung einführen. Wir wollen diese Gebiete also auch sicherer machen. Ich will Protected Bike Lanes auch mit dabei haben. Die Pop-up-Radwege, die kamen, die will ich verstetigen. Ich will nicht, dass der Fahrradweg an der Kantstraße zurückgebaut wird, sondern dass der weiter bleibt. Aber auch die Verkehrsberuhigung, ja, die wollen wir. Also wir finden die richtig. Und wenn wir uns das ansehen, das haben wir als Fraktion ja auch gemacht, wo die stattgefunden hat und wir befragen danach die Leute. Das haben wir mit einem Institut zusammen gemacht. 75% der Anwohnerinnen finden das toll. 75%. Ja, das ist eine Entwicklung der Stadt, für die wir stehen. Aber wie gesagt, ich sehe nur, dass dieser Satz, auf den du dich jetzt da so eingeschossen hast, ich glaube, der will von uns sagen, wir sehen schon auch, dass irgendwie ein paar Autos auch noch rumfahren werden. Aber wir wollen deutlich weniger. Genau, und das kann man zum Beispiel auch damit forcieren, dass zum Beispiel Parkraum weggenommen wird. Dass es weniger Möglichkeiten gibt zu parken in der Innenstadt. Und das fand ich interessant, weil wir haben beim Thema, ihr wollt die besten Grünen sein. Die 2021 hat deine Partei, da warst du noch nicht Spitzenkandidat, aber da stand in eurem Wahlprogramm drin und ausdrücklich, die Zahl der Stellplätze, Parkplätze also in Berlin, wird in den nächsten 10 Jahren halbiert. Bis 2031 die Hälfte der Parkplätze. Ist natürlich, wenn ihr das Ziel habt, weniger private Autos, super sinnvoll. Ja. Jetzt rat mal, was bei euch im Wahlprogramm 2026 steht. Ich kann ja auch sagen, warum wir das anders geschrieben haben. Das steht da nicht drin mehr. Ja, ich weiß schon. Und da finde ich auch richtig. Da steht nur noch drin, wir passen die Preise für Anwohnerparken an ein angemessenes Niveau an. Es wird auch weniger Parkplätze geben mit uns. Also das ist doch gar keine Frage. Aber warum versprecht ihr nicht? Oder warum sagt ihr nicht? Weil also wir müssen am Ende es schon schaffen, dass wir die Gesellschaft auch mitnehmen und dass wir Lösungen so erarbeiten, die vor Ort dann auch Sinn machen. Und einfach mit einer Reißbrettzahl, die wir da vorgegeben haben, habt ihr selber gemacht? Ja. Und ich selber ja auch damals gesagt habe, es gibt auch Interviews mit mir, hätte es auch raussuchen können, die finde ich jetzt im Nachhinein für falsch, weil ich gemerkt habe, ich
bringe mehr Menschen gegen diese Verkehrswende auf, als dass ich Menschen mitnehme. Und es muss ja schon das Ziel sein, dass ich mache das ja, ich will diese Verkehrswende, ich will die umgesetzt bekommen. Ich will weniger privaten Autoverkehr in der Stadt und dafür werbe ich ja auch. Und natürlich werde ich ist es, glaube ich, falsch, einfach nur zu sagen, ich mache jetzt willkürlich eine Zahl bei den Parkplätzen, sondern wir müssen uns auch in jeder Straße anschauen, wie gestalte ich das um? Und wir gestalten ja vieles um. Entweder dafür, dass wir sichere Fahrradwege schaffen, damit die Menschen dort nicht sterben, dass wir vielleicht auch mal die Plätze begrünen. Manchmal brauchen wir auch mehr Platz für die FußgängerInnen. Und natürlich wird ein Parkplatz oft ein Leidtragender davon sein. Aber es geht doch eher darum, was wir wollen und wo wir die Stadt hinentwickeln wollen, als was dann am Ende wegfällt. Letzte Frage, weil... Und das an einer Reißbrettzahl zu messen, das finde ich im Nachhinein auch falsch. Das würde ich so nicht wieder machen. Aber das war euer eigener Anspruch, jetzt nicht meiner. Das war der Punkt. Ich darf da auch dazulernen und mal was ich selber gemacht habe, dann jetzt im Nachhinein, das auch. Aber nur, also außer Frage, wir werden nicht die Partei sein, die sich an jeden Parkplatz kettet, sondern mit uns werden auch Parkplätze wegfallen. Das kann ich. Jetzt mal Best Practice, letzte Frage, Paris. Ja. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da machen die das natürlich auch den privaten Autobesitzern schwer. Und da ist zum Beispiel eine geile Sache, wer ein SUV hat. Also das wird dann definiert nach Tonnenzahlen und so weiter, aber wir reden hier von SUVs, diesen Stadtpanzern. Das ist zum Beispiel in Paris so, dass jemand, wer in der Innenstadt parken will, 3-mal so viel Parkgebühren zahlt wie irgendein anderer. Und das würde zum Beispiel, wenn man 6 Stunden in die Innenstadt fährt, in 6 Stunden in Paris parkt, zahlt man über 220 €. Ist das was für Berlin? Also, erstens finde ich das total sympathisch und richtig cool. Ist das was für Berlin? Erstens finde ich das total sympathisch und richtig cool. Zweitens finde ich es aber erstmal wichtig, dass wir, bevor wir jetzt in eine große Umgestaltung der Grundlagen gehen, die wieder ewig dauert, die Parkgebühren erstmal wirklich erhöhen. So, ja? Also weil alles, was mit, wie wird das bemessen, wer zahlt das, wie und wenn ich die Struktur ändern muss, dann dauert das oft 1-2 Jahre in Berlin, das kennen wir ja auch. Darum ist mir schon wichtig, ich fände es gut, weil das ist ja oft auch sogar eine soziale Frage, weil den SUV kann sich ja selten jemand leisten, der jetzt wenig verdient. Darum finde ich das super und finde ich das cool, aber bevor wir ja 3 Jahre lang darüber diskutieren, wie ich das ausgestalte, will ich als ersten Schritt einmal die Parkgebühren wirklich erhöhen. Ja, für alle? Für alle, ja klar. Im Augenblick ist es bei 10 € im Jahr. Das ist weniger als eine Tageskarte beim BVG kostet. Das finde ich nicht gerechtfertigt. Das kostet dem Staat Geld. Aber da müssen dann alle drunter leiden. Es müssen erst mal alle drunter leiden, die ein Auto haben wollen und hier auch parken in der Innenstadt und von uns Parkplatz zur Verfügung gestellt bekommen, öffentlichen Raum. Die müssen dann dafür was zahlen. Ja, aber ich muss auch, wenn ich den Bus und Bahn nutzen will, auch was dafür zahlen. So, ja, und ich finde, dass man zumindest in den Bereich geht, wo es so viel kostet. Also jemand, der sich das Sozialticket leisten muss hier in Berlin, zahlt mehr in einem Monat schon, als jemand, der ein ganzes Jahr in Berlin parken will. Das ist doch nicht so irre. Und da will ich gerne erstmal eine Änderung und dann können wir über das andere als zweiten Schritt reden. Werner, das war's? Ja. Hat Spaß gemacht? Ja, das ist doch schön. Jetzt kommt Hans noch mit den Publikumsfragen. Mal gucken, ob es da was Kritisches gibt, ob es da Fernfragen gibt. Vielleicht war ich auch zu streng. Letzte Frage, hast du ein Auto? Nein. Aber ich habe einen Führerschein und ich habe auch öfters schon so ein Sharing-Auto gemietet. Und gerade habe ich einen Tourbus. In der Stadt mit Wahlkampf für 2 Monate zum Rumfahren. Elektro? Ja, natürlich. Gut. Werner, das war's. Toi, toi, toi für die Wahl. Jetzt Danke. Hans. Hallo Hans. Hallo Werner. Bisschen Empirie am Anfang. Dafür, dass dieses Gespräch zu einer relativ frühen Tageszeit geführt und aufgezeichnet wurde, waren dann doch eine ziemlich große Zahl von Menschen, die das live verfolgt haben, kommentiert haben darin. Das freut mich natürlich. Ja, ist immer ein ganz gutes Zeichen. Ich hoffe, ich habe dich auch nicht enttäuscht. Mal gucken. Also die Bandbreite der Reaktionen auf dich als Person und als politische Persönlichkeit ging von selten einen so standhaften Grünen erlebt, bis hin zu völliges Politiker-Blabla, viel Gerede ohne Inhalt. Das und dazwischen war alles wahr. Dann ist es wahrscheinlich dazwischen irgendwas. Ja, je nachdem. Muss nicht jeder es ist ja auch immer eine Frage der Wahrnehmung, der eigenen Prioritäten.
es gab Fragen zu dem Thema, das ihr als letztes jetzt nochmal hattet, Verkehr. Was hältst du, konkrete Frage, was hältst du von einer City-Maut innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings? Mit den Einnahmen könnten ÖPNV und Radwege zumindest gefördert werden. Also wir sehen in Städten wie London und auch New York, dass das sehr positive Effekte hatte. Ich finde aber wichtig, dass wir tatsächlich jetzt, also bei der Verkehrspolitik, es schaffen, dass wir die Maßnahmen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die wir umsetzen müssen und die wir auch schnell hinkriegen, auch mit umgesetzt bekommen. Und dass wir möglichst viele Menschen auch für diese Verkehrswende mitbringen, dass die Aggressivität damit rausgenommen wird. Das spult jetzt gerade vieles hoch, aber wir haben uns immer auch für eine dritte Finanzierungssäule ausgesprochen. Das wird man nochmal prüfen müssen. Das können aber unterschiedliche Sachen sein. Ich finde auch eine Nahverkehrsabgabe interessant. Ich finde, also das sind noch verschiedene. Da haben wir uns jetzt noch nicht genau festgelegt, aber wir werden die Finanzierung auch gerade für den ÖPNV oder mit Bus und Bahn finanziert bekommen, nochmal angehen müssen. Ja, also London zeigt ja, dass City-Maut im Wesentlichen an 2 Punkten greift. Zum einen, dass damit eben explizit auch diejenigen, die von außen her einpendeln, die sozusagen also das innerstädtische Strukturangebot an Straßen nutzen, die müssen konkret dafür zahlen. Das ist ein Effekt. Und so der zweite Effekt, ein genereller, ist, dass doch zunehmend verzichtet wird auf den Einsatz des privaten Pkw, da wo es Alternativen gibt. Das sind zwei konkrete Vorzüge. Ja, die Vorzüge hat es. Es hat natürlich den Nachteil, dass es auch wieder gerade eine Frage des Geldes ist, ob ich mir das dann leisten kann oder nicht. Das ist natürlich auch eine Frage, wie gestaltet man das aus? Ist es der S-Bahn-Ring? Ist es ganz Berlin? Wer muss das dann wie bezahlen? Mache ich Ausnahmen? Wie gesagt, wir brauchen eine weitere Finanzierungssäule auch für den ÖPNV. Es kann aber auch eine Nahverkehrsabgabe sein, die Unternehmen zahlen müssen, die dort mit angesiedelt sind, wo U-Bahn-Anschlüsse sind. Also das müssen wir uns einmal genau ansehen. Mhm. Dann nochmal Thema Radwege. Jemand, der meint, es zu wissen, sagt, die Bilanz beim Radwegeausbau unter Bettina Jarasch blieb hinter den Zielen des Mobilitätsgesetzes zurück. Was sind aus deiner Sicht die Ursachen dafür? Da hat er erstmal recht. Wir haben, wie wir 2016 des Verkehrssenats übernommen haben, erst mit Regine Günther und dann mit Bettina Jarasch, etwas vorgefunden, wo es, ich glaube, in der ganzen Stadt 2 Planer für Radverkehr gab. In der ganzen Stadt. Sowohl in allen Bezirken als auch bei uns. Wir haben das Hätte nicht einer gereicht? Nee, wir brauchen viel, viel mehr eigentlich. Schon klar. Aber bei der Politik, die die CDU gemacht hat und die SPD davor, hätte einer gereicht wahrscheinlich. Aber die haben ja jeden Fahrradweg davor abgelehnt. Und wir hatten die Situation, dass wir tatsächlich uns sehr ambitionierte Ziele mit dem Mobilitätsgesetz gesetzt haben. Und es klar war, wir brauchen sukzessive die Zeit jährlich, um das immer weiter hochzufahren. Und was wir schon geschafft haben, ist, den Anteil der Radkilometer jedes Jahr von 2016 bis 2023, wo wir fertig waren, dass es immer mehr wird. Ja, dass wir das aufgebaut haben. Jetzt, seitdem die CDU an der Macht ist und das verwertet, wird es wieder weniger. Ja, Entschuldigung, aber damit umgehst du die Frage, die war ja konkret gewesen, bezogen auf die Amtszeit Jarasch. Ja. Nee, aber das ist ja genau der Punkt. Wir werden, also sowas wie einen Umbau der Stadt, da kann ich nicht, und das ist auch etwas, was man, glaube ich, den Leuten klar sagen muss, auch schon vor dabei. Ich kann nicht mit dem Finger schnippen und dann ist auf einmal überall ein Fahrradweg, sondern ich brauche Planer, ich brauche die Unternehmen und das ist auch etwas, was ich sukzessive hochfahren muss, weil auch die Planungen oft sehr lange dauern. Und wir haben es geschafft, eine Struktur aufzubauen, die gerade diese Regierung wieder zerstört, wo wir immer mehr Menschen in der Verwaltung hatten, die sich darum kümmern, damit mehr Fahrradwege auf die Straße kommen. Und das ist unser Ziel. Und wir hatten die Herausforderung, dass wir verwaltungstechnisch nicht so gut aufgestellt waren, um das auf die Straße zu bekommen und das im Augenblick auch wieder zurückgebaut wird. Das ist doch die Antwort auf die Frage. Ja, also es gab im ersten Schritt, sagst du, ja, die Kritik ist berechtigt. War es dann so, dass die Ziele des Mobilitätsgesetzes, waren die zu utopisch hoch angesetzt oder fehlte es an der Struktur zur notwendigen Umsetzung richtiger Ziele? Ich glaube, also beides vielleicht ein bisschen so halb, aber ich würde ungern von den Zielen runter.
sondern wir hatten damals nicht die Struktur, um das, was es gebraucht hätte, um so viele Fahrradwege auf die Straße zu kriegen, das umzusetzen. So. Das lag an vielen verschiedenen Bereichen. Die Bezirke waren da noch nicht fit genug. Wir hatten auf Landesebene nicht die Planungskapazitäten oder auch die Unternehmen bei der Hand. Es gibt verschiedene Ebenen oder bestimmte Planungen haben auch länger gedauert, auch manchmal mit Klagen. Das unterschiedlich, aber unser Ziel muss doch sein, dass wir uns da auch, wie gesagt, ambitioniertes Ziel setzen. Und dann werden wir das die ersten Jahre nicht erreichen. Aber wir müssen dann so die Verwaltung aufbauen, dass wir es dann auf Dauer erreichen. Das ist unser Ziel. Zweites großes Thema. Und da waren wir noch nicht. Also. Okay. Zweites großes Thema ist, würde dich nicht wundern, die Wohnsituation und Eigentumsfrage. Und da wird jetzt so ein bisschen die Million-Dollar-Frage gestellt. Wie teuer wäre Vergesellschaftung? Denn Enteignung, Überführung von Privateigentum in gesellschaftlichen Besitz ist nach herrschender Rechtsprechung nur gegen eine angemessene Entschädigung zulässig. Und die große Frage ist, was ist denn angemessen? Hast du da eine Einschätzung, wie teuer es werden würde? Krach hat ja gesagt, das bedeutet, wenn man es macht, 10 Jahre Unsicherheit vor Gerichten, vermutlich bis zum Bundesverfassungsgericht. Also, wie viel Entschädigung müsste man eigentlich realistisch zahlen, wenn man den Vergesellschaftungsweg geht? Also ich glaube, das ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe und gelesen habe, können wir unter dem Verkaufswert und vergesellschaften, also auch drunter, deutlich die genaue Zahl tue ich mich schwer, das zu sagen. Ich glaube, das muss man sich auch nochmal mit erarbeiten. Es kursieren ja Zahlen von 7 Milliarden bis 40, 60 oder 30, nachdem wie sie das dann rechnen, Milliarden. Unser Ziel muss sein, dass wir ein Gesetz erarbeiten, das möglichst am unteren Rand ist. So, ja? Und je niedriger, desto besser. Aber ich kann das jetzt so nicht als Zahl beantworten. Es gibt eine Strukturparallele in der Frage des Atomausstiegs. Da ging es nämlich darum, wenn die Energiekonzerne darauf verzichten, ihre Atomkraftwerke weiter zu betreiben und Gewinne zu generieren, wie viel muss man ihnen an Entschädigung eigentlich zahlen? Habt ihr euch mit dieser Parallele der Grundfrage beschäftigt und welche Konsequenzen, falls ja, habt ihr daraus gezogen? Also da müsste ich nochmal Jürgen Trittin anrufen, das ist die andere Ebene. Nee, wir haben ja die Expertenkommission, die hat sich ja auch stark beschäftigt und die geht ja auch davon aus, dass wir unter dem Verkaufswert vergesellschaften können. So, jetzt gibt es da verschiedene Strukturen. Das wird man einmal, also die Wahrheit ist doch, wir werden versuchen, das niedrig anzusetzen, wenn man in die Vergesellschaftung geht und dann wird es sicher Gerichtsverfahren geben. Also ich glaube nicht, dass die Immobilienkonzerne einfach sagen, super, dann vergesellschaften wir uns, sondern die werden dagegen klagen und am Ende wird das ja etwas sein, wo das Bundesverfassungsgericht, also wenn sagt, es geht, dann kann es ja gut sein und das urteilt ja öfters mal so, dass sie sagen, das geht, aber den Verkehrswert habt ihr zu niedrig angesetzt, dann müsst ihr ein bisschen hoch oder da habt ihr noch Spielraum. Das sind diese bis zu 10 Jahre, von denen man dann ausgehen muss. Aber und da jetzt zu sagen, ich sag dir genau, wie viel das dann wird, das wäre jetzt unredlich. Also das sind halt diese Spannen. Ich glaube nicht, dass diese bestmöglichen Rechnungen mit 7 Milliarden funktionieren werden. Es wird aber auch nicht am obersten Rand sein, wo das gerechnet wird, damit man geschockt ist, dass es auf keinen Fall kommt. Die Frage hat einen zweiten Teil, nämlich wenn man sagt, ja, wir haben hier eine mögliche Bandbreite an Entschädigungssumme, wäre es nicht, das ist der zweite Teil, wäre es nicht cleverer, diese Summe in Subventionen für jetzigen Wohnungsneubau zu stecken? Ja, das suggeriert ja, das ist ja ein falscher Ansatz, den ich so nicht mitteile, weil das ja so. Das ist der Krachansatz im Grunde. Naja, aber die Leute sagen ja, also hat was mit, also wenn man sich Haushaltspolitik eines Staates anschaut, ist das was anderes als einfach, man gibt irgendwo einmal ein Geld hin und dann ist das dann auch da weg, sondern die funktionieren ja anders. Und wenn ich mir jetzt aber auch als Staat ein Wert kaufe und dagegen auch was habe, ne, dann ist das Geld ja nicht weg, sondern ich habe erstmal Wohnungen dafür auch erworben. Das heißt, ich habe natürlich auch eine Möglichkeit, also diese Schulden werden ja auch wieder anders einberechnet und ich habe Einnahmen, mit denen ich das auch wieder gegenfinanzieren kann. Und jetzt die Förderung für den Neubau ist eine ganz andere Systematik und da ist das Geld nicht einfach weg. So, die Frage ist, die sich, und darum stimmt das so von der Haushaltssystematik einfach nicht. Die Frage, die sich, wenn dann stellt, ist, haben wir Probleme auf dem Kreditmarkt, was unseren anderen Unternehmen angeht? Das ist etwas, was im Augenblick debattiert wird. Aber
Das Geld selber ist ja dann, also das kann ich über Transaktionskredite erarbeiten und das fehlt dann im Grundhaushalt erstmal nicht. Das war jetzt kompliziert geantwortet, Entschuldigung. Ja, aber manche Dinge sind kompliziert und Antworten sind ja, finde ich, können ja auch immer Lernprovokationen sein. Wer damit nicht einverstanden ist, kann ja sagen, ich setze mich damit auseinander und vielleicht finde ich eine bessere Erklärung. Ja. Eine Frage, die auch in den Kontext gehört, sozusagen eine Grundskepsis. Warum sollten wir eigentlich darauf hoffen, dass private Investoren freiwillig sozial bauen, wenn Berlin selbst Wohnungen bauen und besitzen kann? Das guckt so ein bisschen nach Wien. Ich würde da null drauf hoffen. Also also ich glaube, das versteht auch, also wenn, dann will ich die Genossenschaften fördern. Das ist die ganz klar, weil ich finde, die sind gemeinwohlorientiert. Die sehen auch zu, dass sie dann Wohnungen so anbieten auf Dauer, dass ihre Mitglieder und ihre Genossen und Genossinnen dann natürlich auch einen guten Preis haben. Und wir hoffen null drauf. Wir sagen ja, wir stellen sogar ein Gesetz vor, wo wir sagen, wir wollen sie zwingen, rechtlich, dass sie Sozialwohnungen anbieten müssen. Wir haben im Augenblick das Problem und das große Problem, dass Sozialwohnungen ja nur da sind, entweder wenn wir sie selber gebaut haben oder wenn wir das gefördert haben. Und dann läuft die Förderung aus, dass wir im Augenblick wahnsinnig viel haben. Und diese Förderung, und das ist ja auch gerade ein Problem, warum wir nicht mehr so viele Sozialwohnungen haben. Und deshalb sagen wir mit unserem bezahlbaren Mietengesetz, dass wir alle Vermieter, die mehr als 50 Wohnungen haben, dazu zwingen wollen, dass sie auch Wohnungen, die nicht gefördert sind, als Sozialwohnungen anbieten müssen. Also es ist kein Hoffen, das ist ein rechtliches Gesetz. Ja, was ist von der zu halten oder was hältst du von der Idee, das gibt es ja auch als Form, dass man eine Gesellschaft gründet, in die Privatpersonen oder auch Unternehmen an der Anteile erwerben können, indem sie sozusagen Geld reinstecken, ohne dass es eine Renditeerwartung gibt. Also noch über das Genossenschaftsmodell hinaus eine, sagen wir mal, wenn man so will, eine gemeinnützige Berliner Wohnungsbaugesellschaft, die sehr viel Geld generieren könnte, sehr viel Kapital generieren könnte zum Wohnungsbau. Wenn Menschen sagen, mir ist das so wichtig, dass ich Geld, was ich habe, dafür gebe, ohne dass ich auf Rendite scharf bin. Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann finde ich das toll. Aber weil prinzipiell ist es, glaube ich, für uns schon so, dass wir auch als Grüne sagen, wir wollen den gemeinwohlorientierten Sektor am Wohnungsmarkt so groß wie möglich haben. Ja. Und dazu gehören für uns die Landeseigenen, dazu gehören für uns die Genossenschaften und auch privatrechtliche, die sich komplett dem Gemeinwohl verpflichtet haben. Und so habe ich dieses Modell jetzt verstanden. Wenn das möglich ist und wir das dauerhaft auch organisiert bekommen, finde ich das großartig. Anderes Thema. Was unterscheidet die Grünen sozialpolitisch von den Linken und der SPD? Das wird dann fortgeführt, wenn mir, dem Fragesteller, Sozialpolitik wichtig ist, warum sollte ich dann unbedingt die Grünen wählen und nicht die politische Konkurrenz? Also da gibt es viele Überschneidungen, das ist natürlich richtig. Ich glaube, was bei uns auch nochmal sehr stark ist, dass wir zum Beispiel in der Wohnmietenpolitik, was wir groß als Thema hatten, nicht nur die erste Miete im Blick haben, sondern auch die zweite, also die ganzen Nebenkosten. Wir haben im Augenblick eine Situation, wo mit Strom und auch Wärme die Nebenkosten wahnsinnig explodieren. Und das auch, weil wir nicht auf Erneuerbare gesetzt haben. Weil wir weiter unser Geld an Autokraten und Diktatoren lieber überweisen und uns davon abhängig machen. Und hier klar zu sagen, hier gehen wir mit rein und wir kümmern uns auch, dass wir zum Beispiel mit einem Energiebonus, den wir vorschlagen und angeboten haben, wo wir sagen, alle, die also die Hälfte der Stadt, die bis Wohnberechtigungsschein 220, eine Berechtigung haben, die zu einem regionalen Ökostromanbieter wechseln, denen wollen wir ein Drittel des Strompreises erlassen und auch geben. So, dass wir dauerhaft... Ein Wechselbonus? Dauerhafter. Also Unterstützung, genau. Okay. Dass wir das auch mit reinbekommen. Und natürlich würde ich immer sagen, auch gerade die Verkehrspolitik hatten wir eben, aber auch der Klimaschutz sind etwas, das merken wir jetzt immer mehr, der auch wichtig ist. Und für uns ist zum Beispiel auch, deshalb ist es auch für uns wichtig, dass wir mit dem Gesetz auch mit den Investitionen im Bestand haben. Und was ich davor mit den Landeseigenen ausgeführt habe, dass wir auch bei den Landeseigenen die energetische Sanierung voranbringen.
Und zwar sozial gerecht, weil wir im Augenblick ja sehen, wenn dieses Berlin immer heißer und heißer wird, ist es auch ein Problem für viele Menschen, wenn sie in totale Hitzeumwohnungen leben. Und wir sehen gerade, dass ja gerade die Belastung durch den Klimawandel gerade die trifft, die den dünneren Geldbeutel haben und die nicht so viel Geld verdienen, weil die an den lauteren Straßen und den belasteten Straßen leben, weil die in Hitze-Hotspots leben, in nicht so guten Wohnungen leben. Und deswegen ist, glaube ich, von uns, also wir haben vieles bei den anderen sozialen Fragen mit dabei, wenn es um die sozialen Träger, Einrichtungen angeht, aber gerade diese Frage Sozialgerechtigkeit durch Klimaschutz und die Nebenkosten bei der Miete sind bei uns ganz oben. Das war jetzt nicht direkt eine Antwort auf die Frage, ja, aber anders wo ihr euch in Bezug auf Sozialpolitik im engeren Sinne von der Konkurrenz unterscheidet. Oder sagt ihr, für uns geht Sozialpolitik eben nur in Verbindung mit ökologischer, nenne ich das jetzt mal. Also was ist Sozialpolitik? Das ist jetzt die erste Frage. Wenn man Sozialpolitik in Berlin ansieht, wie ist wie geht man mit den sozialen Trägern und die Wohlfahrtsverbände um und was an Leistungen haben wir, dann sind wir da relativ nah beieinander bei vielen Sachen. Aber bei uns ist natürlich die Frage, wenn man jetzt dorthin geht, wie schafft man ein bezahlbares Leben und ein gutes Leben ohne großen Geldbeutel in Berlin, dann spielen wir uns solche Faktoren natürlich mit eine Rolle, dass man Parks und Parks hat, wo man sich gut aufhalten kann, dass wir viel Grünfläche haben für die Menschen, die sich eben keinen Urlaub leisten können, dass wir das 9 Euro Klimaticket wieder einführen, damit die Menschen auch aus Berlin mit wenig Geld nach Brandenburg fahren können, um dort auch die Seen zu genießen. Natürlich spielt das da alles mit eine Rolle. Ansonsten müssten wir das nochmal, ich glaube, SPD und Linke und wir sind weiter für kostenlose Kitas und kostenlosen Schulen und kostenloses SchülerInnen-Ticket. Da glaube ich, das ist ziemlich gleich. Und also ich glaube, was uns wichtig ist, aber da weiß ich jetzt gar nicht, was die anderen haben. Wir wollen gerne, wir haben ein großes Problem, wie die Sozialämter gerade in Berlin aufgestellt sind. Da gibt es sehr viele Probleme. Da brauchen wir wirklich eine Reformierung, eine richtig große Reformierung. Das ist auch die Frage, ob man das nicht lieber mit den Arbeitsämtern zusammenlegt. Das müsste man mal diskutieren, weil da im Augenblick sehr viel, das sehr lange dauert, die Prozesse dahinter sehr schwierig sind. Aber ob wir da uns weiß ich jetzt gar nicht. Okay, ist ja auch eine Antwort. Weiß ich, was wir wollen, aber was ist die andere, müsst ihr jetzt mal gucken. Hallo Werner Graf, wird gefragt. Hallo. Mich würde interessieren, wie du Berlin fit für den Klimawandel machen willst. Das ist jetzt offen, ob damit Adaption gemeint ist, also ob der Klimawandel kommt und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir uns am besten anpassen oder wie versuchen wir die Folgen des Klimawandels zurückzudrängen. Wie lange habe ich denn jetzt Zeit? Alle Zeit, die du haben willst. Okay, also das ist ein sehr, sehr großes Thema und ich glaube, wir müssen das einmal in den verschiedenen Sektoren mit aufbauen. Wenn es darum geht, den Klimawandel aufzuhalten oder zu bekämpfen oder so groß in die Schach zu halten wie möglich, dann ist natürlich aus der Stadt Berlin heraus die Frage Verkehr, weil da sehr viel CO2 ausgestoßen wird oder emittiert wird und die Frage Wärme, Wohnen, Energie, die zwei entscheidenden. Das heißt, wir wollen die Verkehrswende. Wir wollen weil wir nicht mehr wollen, dass Menschen im Verkehr sterben, dass wir auch eine bessere Mobilität für alle haben, aber auch aus Klimaschutzfragen heraus wollen wir, dass wir Fahrrad bevorzugen, Bus und Bahn bevorzugen, Fußgänger bevorzugen. Die zweite ist natürlich die Energiewende. Hier müssen wir, sagen wir ganz klar, wir müssen hin zur Dekarbonisierung. Wir wollen Einzelhäuser auch unterstützen, in Wärmepumpen zu investieren und das umzugestalten. Wir müssen uns aber um das große Fernwärmenetz auch kümmern. Da geht es darum, wie kann ich das oder auch die anderen Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze auch gründen. Wie kann ich Abwärme aus der Spree, aber auch von Rechenzentren besser nutzen? Wie bringe ich die Geothermie weiter voran? Und da sind wir ganz klar dagegen, dass wir weiter zum Beispiel auf Holzverbrennung, wie sie es jetzt in Reuter West machen wollen, setzen, weil auch Holz setzt sehr viel CO2 aus. Auch das muss ich einkaufen. In Reuter West wird, glaube ich, 2- oder 3-mal der Tiergarten im Jahr verbrannt werden. So viel Altholz haben wir gar nicht, auch wenn Sie mir davon sprechen. Also das sind schon die zwei entscheidenden Faktoren. Und dann ist es natürlich so, dass wir im Augenblick
auch sehen, dass Berlin immer heißer und heißer wird und wir auch dafür was machen müssen. Und das heißt, auch das Grundwasser ist eine entscheidende Frage. Also wir müssen Berlin auch so umbauen, dass das Wasser überall in Berlin wieder versickert, dass wir auch ein Wassermanagement mit einführen. Entsiegelung? Entsiegelung voranbringen, natürlich. Wir wollen dort, wo möglich, das auch mit entsiegeln. Wir wollen vor allem erstmal dort bauen, wo schon versiegelt ist oder die leerstehenden Büroflächen, 2 Millionen Quadratmeter Büros stehen leer, in Wohnungen umbauen, dass wir da auch weiter vorangehen. Wir brauchen Bäume, ich finde es toll, dass am Treptower Park auch durch die Grünen so eine Plansche entstanden ist, auch für die Kinder, die dann da Spaß haben können. Also genau solche Maßnahmen, dass wir auch in diesen Bereichen weiter vorankommen, auch mehr Trinkbrunnen. Ich habe ja auch einen Hitzegipfel gefordert, dass wir zum Beispiel auch in diese Frage reingehen, was tun wir eigentlich, wenn jetzt diese ganz heißen Sommer da sind, mit Menschen, die auch Abkühlung brauchen, ja, einfach weil sie krass heiße Wohnungen haben oder weil sie wohnungslos sind, dass wir da zum Beispiel auch mal Museen öffnen. Ja? Es geht schon auch um die Frage, wie transformiere ich unsere Industrie Kulturelle weiter Kühlkammern. und wie transformiere ich unsere Industrie weiter und wie bringe ich das auch wirklich auf einen guten Weg, wie kann ich da auch für sinnvolle Energiepreise bringen, also gibt es verschiedene Ebenen, die man dort angehen muss, aber natürlich ist diese Frage Verkehrswende, Wärmewende, Grundwasserschutz, Umbau zur Schwammstadt heißt das, also dass vieles versickern kann und Klimaanpassungsmaßnahmen mit mehr Bäumen, mehr Grünflächen, Entsiegelung, wichtige Bestandpunkte. Weil du leerstehenden Büroraum angesprochen hast. In Berlin stehen aktuell 40.000 Wohnungen leer. Ja. Das ist eigentlich nicht anders als skandalös. Siehst du die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, Leerstand zu verbieten? Rechtlich zu verbieten, beziehungsweise da, wo er dann stattfindet, einfach mit sehr deutlichen Strafzahlungen zu belegen. Also jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo wir vorher bei der Innenpolitik schon hatten. Spekulativer Leerstand ist durch das Zweckentfremdungsverbot ja schon auch verboten. Und wir finden es auch richtig. Wir haben im Augenblick da eher ein Vollzugsproblem. Und wir möchten gerne, das haben wir auch immer vorgeschlagen, weil im Augenblick die Bezirke oft da überfordert sind, mit dem einfach das hinterherzukommen. Weil wir haben manchmal einen Hotspot von bestimmten Problemen in einem Bezirk und dann woanders wieder mit anderen Fragen. Und gerade diese Frage ist etwas, da fänden wir es besser, dass wir ein Landesamt für Wohnungswesen aufbauen würden auf Landesebene und dort auch eine Einheit ist, die sich genau um diesen spekulativen Leerstand kümmert. Leerstand oder sowas? Kümmert und da weil wir haben im Augenblick die Situation, laut Gesetz, das wir haben, könnten wir den Treuhänder auch schon einsetzen. Aber die rechtlichen Fragen, um so einen Treuhänder einmal einzusetzen, die sind wirklich enorm und damit sind die Bezirke überfordert. Das müsste das Land einmal machen und das fänden wir gut. Das passt doch dazu. Nehmen die Berliner Grünen eigentlich Spenden von Immobilienkonzernen an? Also wir haben eine hohe Hürde von Spenden, die wir annehmen. Ich weiß jetzt aber, das müsste ich nochmal nachsehen, da bin ich jetzt gerade nicht. Wir haben da einen sehr hohen Ethos, wir haben da auch einen Beschluss gefasst, wer uns das wie spenden darf. Welche Spenden verweigert ihr? Oh Gott, also von Waffenindustrie auf jeden Fall, gehe ich mal von aus. Das müsste ich jetzt nochmal nachliefern. Ich weiß, wie wir diesen Beschluss befasst haben. Da habe ich damals noch mitdiskutiert. Ich glaube, war sogar noch zu Zeiten, wo ich Landesvorsitzender war, aber ich kann den jetzt halt nicht runterrattern. Aber wir nehmen auch Firmenspenden an, kriegen aber extrem wenig. Aber vielleicht könntet ihr das nochmal recherchieren und auch veröffentlichen, ob bei den angenommenen Spenden... Das steht alles auf unserer Homepage. Also wir veröffentlichen die Spenden. Ja. Natürlich. Also wir machen keine... Dann könntest du es eigentlich auch wissen. Ich habe ja gesagt, wir haben den Kodex, der steht auch auf der Homepage und es steht auch die Liste der Spenden, die wir bekommen auf der Homepage. Also wir sind ja auch gesetzlich dazu gezwungen, aber wir veröffentlichen das natürlich auch. Wir sind für sehr starke Transparenz bei diesen Fragen. Aber ja, das ist jetzt gerade, also müsste ich jetzt nachsehen. Ja. Okay. Aber wie gesagt, steht alles, ist nachvollziehbar. Wie stehst du, weil du eben auch Waffenproduktion als Spendenausschluss genannt hast, wie stehst du zur aktuell aufkommenden Ansiedlung von Waffenproduktion in Berlin, konkret Pierburg, ehemals Kfz-Zulieferer, soll jetzt im Wedding Munition produzieren? Also
Ich finde das eine sehr, sehr komplizierte Frage. Also erstens finde ich, also das Erste ist, ich finde, wenn jetzt direkt in der Innenstadt Munitionsproduktionen sind, habe ich ein sehr komisches Gefühl dafür und finde das eigentlich erstmal nicht so gut. Das ist das eine. Das andere ist aber schon, dass wir bei der Thematik Ukraine und auch Verteidigung gegen Russland und auch die Frage, müssen wir wieder verteidigungsfähig sein, schon auch sehen, dass wir das auch einen Anspruch haben, dass Deutschland eher, also diese Verteidigung auch mit hinbekommen muss. Und dafür wird es auch eine Produktion von Waffen auch geben müssen. Und wenn ich in die Ukraine auch Waffen und Munition liefern möchte, brauche ich die auch. Also muss das auch irgendwie hergestellt werden. Einfach nur zu sagen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, ist dann auch nicht eine Antwort, die einfach gut ist. Aber was ich nicht schön finde, ist, wenn man jetzt eine Wirtschaftsstrategie hat, die darauf ausgelegt ist, dass das hier ein Hochwaffenproduktionsstadt wird. Das, glaube ich, ist nicht gut. Aber wir werden auch sowas produzieren müssen. Ihr sperrt euch dagegen aber nicht. Also die Umfunktionierung von Pierburg von einem Automobil. Ich habe ja gesagt, dass das mitten in der Innenstadt passiert. Im Wedding habe ich schon ein komisches Gefühl. Also da ist was heißt ein komisches Gefühl in der Konsequenz? Also da geht es ja auch um Sicherheitsfragen. Also Produktion in den Städten. Also ich will nur sagen, was mir wichtig war, also ich finde es an dem Ort schwierig, weil das natürlich auch ein Anschlagsziel auf einmal wieder wird. Ja? Also weil es ein Sicherheitsrisiko in vielen Fragen auch wieder ist. Aber prinzipiell will ich jetzt mich nicht auf die leichte Ebene schieben, von wegen ich bin dagegen, weil es in der Innenstadt ist und ich bin nicht für Waffenproduktion, sondern wir werden Waffen produzieren müssen. Ich habe versucht, es mir nicht so einfach zu machen. Die beiden letzten Zuschauerfragen. Ja. Einmal auch eine fundamentale Frage. Wie stehst du eigentlich zum Konzept oder Prinzip des sachbezogenen Regierens? Also Mehrheiten besorgen je nach Thema. Geht das? Also ich würde schon ganz gerne, und das habe ich ja versucht am Anfang auch nochmal mit darzustellen, auch eine andere Art von Regieren mit implementieren. Ich glaube, wir haben im Augenblick viel zu viel ein Regieren, das auf die einzelnen Ressorts und auf Maßnahmen gezielt ist. Und ich glaube, wir müssen das ändern. Und ich finde, Neuseeland hat es zeitweise ganz gut gemacht, dass wir sagen, es gibt Ziele, für die wir hinarbeiten und die unterlegen wir auch mit Kriterien. Ja, also wir wollen, dass niemand mehr stirbt im Verkehr. Kriterium, wie viele Tote gibt es. Und da unterlegen wir das auch, die auch messbar sind und wie kommen wir da schrittweise mit hin. Und dann arbeiten wir und die verschiedensten Senatshäuser und die Unternehmen an diesem Ziel. Und wir setzen uns als Regierung auch diese Ziele und gehen dort mit hin. Und dann vielleicht würde ich auch sagen, was ich mal gut fände, ist, dass wir mal vielleicht in eine Diskussion kommen, gibt es eigentlich große Projekte, die Jahrzehnte brauchen, wo wir uns mal vereinigen, dass wir sagen, okay, das gehen wir voran. Ne? Dass wir U-Bahn, Bus- und Bahnbeschaffung ist aber so etwas. Das ist nicht das, was die Frage meint. Das finde ich richtig. Jetzt immer mit wechselnden Mehrheiten nur regieren, finde ich eine schwierige Sache im Gegensatz dazu, weil wenn man ganz ehrlich, aber wir sehen im Augenblick, also erstens ist für mich die Brandmauer gegen die AfD entscheidend. Ich möchte nicht zu solchen Situationen kommen, wo die am Ende dann auch das mitentscheiden. Und ich finde dass man sich eine Koalition gibt und dort im Team und im Verbund an einem bestimmten Ziel arbeitet, für richtig und auch für praktikabler in den 5 Jahren. Brandmauer, gibt es die noch? Oder ist das eine Chimäre, die eigentlich nur noch in der Wunschfantasie... Ich werde alles dafür tun, dass es sie weitergibt. Manchmal hat man das Gefühl, dass es bröckelt. Also diese Abstimmung von Merz mit der AfD war ein Desaster aus meiner Sicht. Das hat mich auch umgetrieben. Das ist etwas, was... und wir laufen ja nicht umsonst draußen Wahlkampf mit einem Plakat rum, Faschisten bekämpfen, nicht kopieren. Das habe ich ja auch schon an ein paar Punkten gesagt. Also dass es auch immer wieder CDU-Politikerinnen gibt, die jetzt wie bei dem Volksbad da aufgesprungen sind und die Hetze von NIOS verstärken, finde ich ja abscheulich. Aber aus meiner Sicht heraus gibt es die Brandmauer noch und wir sollten dafür kämpfen, dass es bleibt, weil es gibt noch einen großen Unterschied zwischen der demokratischen CDU und der faschistischen AfD. Letzte Zuschauerfrage geht an dich sehr persönlich. Warum ist dir die queere Sichtbarkeit in Berlin so wichtig? Weil Berlin von seiner Vielfalt und
davon lebt. Und weil Berlin auch immer ein Ort für queere Menschen war, um frei leben zu können. Und weil Sichtbarkeit dazu führt, dass man auch Schutz hat, dass man sich auch traut, so zu leben, wie man ist. Und jetzt gerade für mich war das total wichtig, weil wie ich hierher gekommen bin, ich habe total gestruggelt mit dieser Frage, bin ich schwul, queer, damals hat man das noch so genannt, ja, weil man auf einmal in sowas Wichtigen wie der Sexualität anders ist. Und für mich war es total wichtig, dass es dann in Nürnberg Fliederlich gab, wo es eine Coming-out-Gruppe gab, wo ich mich mit denen treffen konnte und drüber reden konnte und festgestellt habe, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht schlimm, so, das ist gut, wie ich bin, ja, und ich darf so selbstbewusst sein und ich darf glücklich sein und ich darf mein Leben so gut ausleben, ich darf einen Mann haben und und das funktioniert nur, wenn ich das auch nach außen leben kann, weil wenn ich anfange, dass sich alle verstecken müssen, dann zerstöre ich dieses Leben. Und gerade wenn ich ansehe, dass es jetzt gerade bei Transpersonen so eine hohe Selbstmordrate noch gibt, dann will ich sagen, wenn ich mit Sichtbarkeit und dem Zeichen, dass es toll ist, queer zu sein, nicht, dass man es muss, nicht falsch verstehen, nicht, dass es falsch in den Mund gelegt wird, aber das auch großartig ist, ein Menschenleben schütze, dann ist es doch gut, wenn man diese Sichtbarkeit hier zeigt. Jetzt habe ich mir noch 2 Fragen aufgeschrieben, die ich dir stellen möchte. Eine bezieht sich auch auf deine Biografie. Du hast ja gesagt, du bist in der Club- und Techno- und verwandten Szenen aufgewachsen, sozialisiert worden, lange Jahre da gelebt. Und jetzt bist du im Berufspolitiker-Dasein angelangt. Das sind, wenn ich das richtig weiß, 2 völlig unterschiedliche Systeme. Es sind unterschiedliche Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen. Siehst du trotzdem in diesem Spagat, nenne ich das jetzt mal, lebensgeschichtlich, institutionell von den Abläufen her, inwieweit ist das Vorteil, diesen Spagat erfahren zu haben und wo bremst es? Wo ist es ein Hindernis? Also das eine, glaube ich, was sich durch mein Leben durchzieht, ist, dass ich, glaube ich, Hedonist bin. Genusslebend. Genusslebend und ich habe ja das einmal gesagt, auch bei so einer Rede für den Parteitag, Herr mit dem schönen Leben, das ist so ein bisschen mein Motto. Aber mir ist wichtig, dass es nicht nur Herr mit dem schönen Leben für mich, sondern für alle auch ist. Und ich glaube, das ist etwas, was sich schon durchzieht in all diesen Ebenen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber also für mich hat das immer auch eine Kraft gegeben, weil ich merke, ich bin ja nicht nur der eine Mensch. So, ja? Ich habe verschiedene Sachen gemacht und wie es mal mit der Politik nicht geklappt hat, habe ich mich danach selbstständig gemacht und habe eine Zeitung gegründet. Ich habe auch die Freiheit genossen, mal viel in Clubs zu gehen und einfach und jetzt genieße ich dieses für Berlin mich reinhängen zu dürfen und diesen Job. Also aber so viel widersprechen tut sich das für mich gar nicht. Also darum weiß ich nicht ganz genau. Also, aber es war eine Erfahrung in meinem Leben, die immer wieder, ich glaube, ich könnte nicht so, also diese Zeit zum Beispiel, dass ich danach, also ich wollte ja 2005 habe ich auch für den Bundestag kandidiert, bin ich reingekommen und dann habe ich ja auch das mit dem Hanfjournal gemacht und bin dann zum Studium gegangen und das hat mich alles frei gemacht in meinem Kopf auch, ja. Das hat mich auch, nee, das war nicht 2005, 2002 war das, wo ich nicht in den Bundestag reinkam. Entschuldigung, Zeiten. Aber das gibt mir auch ein Selbstbewusstsein, wo ich mir auch sage, es kommt, wie es kommt. Und oft haben mich Rückschläge dann haben für mich ein wahnsinnig schönes Leben gebracht. Ich bin nicht in den Bundestag gezogen, dann habe ich das Hanfjournal gegründet, bin nach Berlin gezogen, habe meinen Mann in dieser Zeit kennengelernt, hatte wirklich eine geile Zeit und das gibt mir ja auch Kraft jetzt für die nächsten Schritte. Und auch das Wissen, ja, es geht immer weiter und ein Rückschlag kann auch mal was Positives sein. Ja, weil die Frage ist mir auch in den Sinn gekommen, weil du vorhin ja so ganz locker sagtest, als Thilo gefragt hast, kiffst du eigentlich? Und da hast du gesagt, ja, nee, also derzeit weder Alkohol noch Dope oder sonst irgendwas. Ich will einen klaren Kopf haben für diese Wahlkampfsituation sein. Das ist ja doch ein Strukturmerkmal, wo du sagst, nee, das, was hier gefordert wird, jetzt in dieser Wahlkampfmühle, das könnte ich vermutlich mit dem, was in dem anderen System möglich ist, gar nicht bewältigen. Ja, aber das ist jetzt halt nicht, ich möchte das nicht jammernd rüberkommen lassen. Ich glaube, für das, was ich gerade tue und wenn ich regierender Bürgermeister werden würde, was ich hoffe,
brauche ich einen klaren Kopf. Aber das ist auch nicht, ich laufe nicht durch die Welt und habe ein Gefühl, dass mir was entgeht. Ich habe eher das Gefühl, krass, was darf ich hier tun? Ich glaube, die Leute, die um mich rum sind, die können das bestimmen. Wenn ich in die Landesgeschäftsstelle reinkomme, gibt es ein riesiges Hallo und dann laufe ich auch singend über die Gänge. Also ich habe jetzt nicht... Singend aus guter Laune? Ja, und ich habe, glaube ich, wir haben mit meinem Team und auch im Tourbus und mit meinen Leuten viel Spaß und wir reisen viele... Also das ist jetzt nicht, das darf wirklich nicht falsch rüberkommen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwo in die Richtung gehe, aber ich weiß, wie anstrengend das ist. Und ich mache das gerne und ich will auch mein Bestes dafür geben. Ich möchte auch das mit voller Kraft, auch für die Partei, für die Stadt, auch für mich, das leisten, was da ist. Und das ist andererseits auch nochmal, es ist schon aufregend genug, was gerade in meinem Leben passiert. Dass ich da im Augenblick sage, dass es so besser ist. Aber das hat jetzt, also ich möchte nicht, es wäre mir falsch, wenn das in eine Richtung geht, dass du verabschiedest dich nicht von diesen Teilen deiner Biografie. Nö. Sondern ich bin sehr bunt und ich bin sehr vielfältig und sehr durcheinander. Ich mochte den Club genauso, wie ich auch das Hertha-Stadion liebe. Die allerletzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die knüpft an das Vorgespräch, das wir hier am Tisch geführt hatten, während die Kameras eingerichtet wurden, als das noch nicht gesendet wurde. Das war das Thema, wie entsteht eigentlich in einem Gemeinwesen, und Berlin ist ein sehr großes Gemeinwesen mit knapp 4 Millionen Menschen, die da wohnen, wie entsteht so etwas wie sozialer Zusammenhalt, wie Gemeinschaft? Und da hast du gesagt, ja, in früheren Jahren und Jahrzehnten war das anders. Es war zum Teil auch einfacher. Da waren Leute, als Beispiel, man war in der SPD, man war in der Gewerkschaft und es gab Sportvereine, die dazu gehörten. Also sozusagen organisierte Formen von Gemeinschaft. Das ist individualisiert, zerbröselt. Da ist auch ein Vakuum entstanden. Wie kann dieses Vakuum, und ich glaube, Menschen brauchen Gemeinschaft, wie kann dieses Vakuum gefüllt werden? Was ersetzt die alten Strukturen, die es so nicht mehr gibt? Also was wir da am Anfang gesprochen haben, ich glaube, das war ja oft auch eine politische Frage. Ja. Und da glaube ich, es ändert sich einfach viel und diese Veränderung müssen wir ernst nehmen. Also die Menschen beteiligen sich nicht mehr an einer Organisation, werden da Mitglied oder schon einige, aber viele nicht mehr und definieren sich dann darüber hinweg, sondern sie beteiligen sich punktuell. Und zum Beispiel diese punktuelle Beteiligung durch Beteiligungsformate, durch Ernstnehmen von Beteiligungsformaten, beim Tempelhofer Feld zum Beispiel mit dem Feldrat, den es da auch gibt, oder auch Beteiligungsformen, wie kann ich das weiterentwickeln? Wir haben ja auch BürgerInnenräte zum Beispiel auch geschaffen, die beim Klima, dass wir aber dann die Ergebnisse auch mit einnehmen, dass wir sowas tatsächlich auch in dem Verbund, auch zu bestimmten Themen immer wieder fördern, glaube ich, ist sehr wichtig, damit die Menschen auch zusammenkommen. Wir müssen es aber auch sozial voranbringen, das glaube ich ist schon wichtig. Das heißt schon, dass wir Kunst und Kultur zum Beispiel stärken müssen, ich finde, die Kneipenkultur von Berlin auch zu stärken. Also es ist schon etwas Wichtiges. Also der Schweizer von der SPD in Rheinland-Pfalz hat einen Vorschlag gemacht, den ich toll finde, den ich gerne auch hier adaptieren möchte, dass wir sagen, dass die Eckkneipen kriegen von uns eine Förderung, damit sie vielleicht eine Renovierung durchführen können und Ähnliches, damit die auch geschützt werden. Weil das sind ja oft die Orte, wo die Menschen zusammenkommen. Und dass wir mal wirklich schauen, wo kommen Menschen zusammen? Und wie kann ich diese auch mit unterstützen? Deshalb glaube ich, müssen wir auch für die Malls einmal sehen, können wir dann nicht auch diese leerstehenden Flächen dafür nutzen, dass wir Einrichtungen, Plauderecken mit aufmachen, dass wir Cafés aufmachen, wo man nicht was konsumieren muss, weil oft scheitert es ja auch am Geld. Also, dass wir Orte der Begegnung wieder schaffen, wo die Menschen zusammenkommen. Das kann eine Kneipe sein, das kann eine politische Beteiligung sein, das kann aber auch eine Plauderecke sein. Solche Sachen finde ich wichtig. Vielen Dank für deinen Besuch in dieser Plauderecke. Ja, gerne. Werner, danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Ja, ohne die es das alles hier nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Bis dahin, tschüss. Ja, und vielen Dank für die Einladung.